Also nochmals einen schönen guten Morgen an euch alle. Es ist wunderbar, dass ihr wieder da seid. Wir haben jetzt nur noch 1,5 Tage vor uns. Und das wird gerade so ausreichen, um das Kapitel zu Shamatha abzuschließen. Ja, das wird so. Also, wir haben etwas mehr Meditation eingefügt, als ich gedacht habe, aber ich bin ganz, ganz froh und jetzt zum Schluss in diesen 1,5 Tagen wird sich das alles zusammensetzen für euch zu einer Gesamtsicht. Und wir werden jetzt gleich die Zufluchtsgebete singen und uns einstimmen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir direkt nach den Gebeten, dass wir in die Meditation übergehen. Ich werde euch wieder durch die 8 Anwendungen führen. Die ersten 4 haben wir gestern gemacht. Und während dieser Gebete, während dieser Zufluchtsgebete, könnt ihr euch vorstellen, dass entweder der Buddha vor euch ist, die Prajnaparamita, oder dass ihr den Zufluchtsbaum seht oder die Tara, also was so eure Hauptaufmerksamkeit, also eure Hauptausrichtung in Sachen Zuflucht ist. Und die lassen wir dann in uns verschmelzen und beginnen direkt mit der Meditation. Und ich werde auch die ersten 4 Anwendungen, die wir gestern schon eingebaut haben, also Vertrauen, Interesse, freudige Energie und Geschmeidigkeit, ich werde sie wiederholen, ein bisschen zügiger vorgehen, damit wir dann die anderen 4 auch nochmal erleben können. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die Zuflucht in unserem inneren Auge, vor unserem inneren Auge oder in unserem Erleben entstehen zu lassen. Die Repräsentation von Buddha, Dharma, Sangha. Und ihr könnt dabei diesem Prinzip folgen, dass man die einzig genügende Zuflucht nennt. Das heißt, einfach nur einen Buddha zu visualisieren, beinhaltet alle anderen. Wir brauchen also nicht ein riesiges Feld zu visualisieren, wenn wir damit noch gar nicht vertraut sind. Sangye Chedan Tsogye Chonam Lan Chanchum Padun Dani Kyapsun Dagin Chin Suen Chin Pesenam Chin Rola Penchir Sangye Dum Pasho Sangye Chedan Tsogye Chonam Lan Chanchum Padun Dani Kyapsun Dagin Chin Suen Chin Pesenam Ji Rolam Penchir Sangye Dum Pasho Sangye Chedan Tsogye Chonam Lan Chanchum Padun Dani Kyapsun Dagin Chin Suen Chin Pesenam Ji Rolam Penchir Sangye Dum Pasho Sem Chen Tam Chen Deva Dan Devin Chudan Dem Panchun Dun Hai Dan Dun Hai Jin Chudan Java
Chunji. Duname Dewa Dampadam Indra Vajuji. Nidin Chandan Nidan Javetanam Sempola Nepajuji. Penden Savela Madim Ponchin Dagi Chivum Penden Henshunla Kajin Shenpungonin Jesunde Kusun Choging Enjum Zaldusa. Und wir lassen die Zuflucht in uns verschmelzen. Spüren, wie sie in uns Platz nimmt. Spüren ihre Präsenz, spüren dieses Vertrauen, dass es eine Dimension in uns gibt, die genau weiß, wie das ist, natürlich zu sein. Und wir vertrauen dieser weisen Ahnung in uns und lassen uns davon führen. Wir spüren die Inspiration, die von der Dimension des Erwachens ausgeht und öffnen uns dieser Inspiration, folgen ihr, lassen uns von dem Buddha in uns an die Hand nehmen. Und dabei spüren wir vermutlich, dass sich eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausbreiten. Und genau denen schenken wir unser Interesse, unsere Aufmerksamkeit. Wir atmen so, wie es uns gut tut, mit einer feinen Selbstfürsorge. Und wir nehmen unser Meditationsobjekt, unsere Stütze, als sanfte Unterstützung.
können immer wieder dahin zurückkehren. Dieses Interesse an den Qualitäten des gelösten Seins verbinden wir mit unserem Interesse an der Stütze für unsere Meditation. Genauso gelöst und ruhig und natürlich halten wir die Stütze in unserem Bewusstsein. Wir spüren, wie diese Art des Verweilens in der Stütze, mit der Stütze uns gut tut, wie uns diese entspannte Haltung gut tut und entwickeln diese freudige Ausdauer, diese freudige Energie, immer wieder zum Heilsamen zurückzukehren. Immer kontinuierlicher darin zu verweilen. Geschmeidig gehen wir mit kleinen Herausforderungen um. Vielleicht ist der Geist manchmal ein wenig dumpf oder ein wenig aufgewühlt. Und wir korrigieren dies entsprechend mit einem etwas frischeren Interesse oder einer noch gelösteren Art des Seins, in der wir tief annehmen, wie unser Geist gerade ist. Immer verbunden mit unserer Stütze.
In dieser Phase ist es ganz hilfreich, wenn wir uns recht kontinuierlich an unsere Stütze erinnern, sodass möglichst keine Unterbrechungen entstehen. Diese Unterbrechungen sind normal, das ist genau die Herausforderung. Und so flink wie möglich, so bald wie möglich, bemerken wir das. Und dieser Moment, wo wir den Unterbruch bemerken, ist schon der Moment, wo wir wieder zurück sind in unserer Meditationsstütze. Wir erinnern uns kontinuierlich daran, was uns wichtig ist, worauf wir uns ausrichten möchten. Also ich nehme dafür mal ein Beispiel. Wenn es der Atem ist, auf den wir als Stütze benutzen, dann ist es nicht nur der bloße Atemprozess, an den wir uns erinnern, sondern auch an dieses innige Gefühl des Verbundenseins mit dem Ein- und Ausatmen oder vielleicht die innere Weite, die mit dem Visualisieren eines Buddhas einhergeht. Also die Stütze ist mehr als nur eine Tatsache, zu der wir zurückkommen, sondern sie ist eine Qualität des Seins. Äußerlich ist es vielleicht ein Ort im Körper, ein Prozess, eine Visualisation, ein Mantra. Aber die Stütze ist mehr als das. Wir üben mit der Stütze eine uns besonders inspirierende Art zu sein. Eine Art präsent zu sein, die uns jetzt gerade richtig gut tut.
Und neben diesem kontinuierlichen Erinnern kommt die Qualität der Wachsamkeit zum Tragen. Ihr wisst noch, dieser Aspekt unseres Beobachtens, der darauf achtet, wo die Ablenkungen anklopfen und schon im Vorfeld uns ein wenig klarer ausrichtet und es auch sofort bemerkt und uns wieder ausrichtet, wenn es zu solch einem Abschweifen kommen sollte. Falls diese wachsame Aufmerksamkeit bemerkt, dass wir immer wieder abgelenkt sind, also dass der Geist ziemlich aufgewühlt ist, dann sorgt sie dafür, dass wir das entsprechende Gegenmittel anwenden. Und wenn sie bemerkt, dass wir eher schlaff oder dumpf unterwegs sind und der Geist irgendwie nicht klar ist, dann sorgt sie ebenfalls dazu, dass es zum Anwenden des entsprechenden Gegenmittels kommt. Mal müssen wir für etwas mehr Lockerung sorgen, vielleicht mal den Blick nach innen wenden, um diese starke Ich-Bezogenheit, die einen aufgewühlten Geist verursacht, und die mal kurz zu untersuchen und zu lockern. Manchmal müssen wir uns ein wenig energetisieren. Die Aufmerksamkeit straffen, vielleicht den Körper aufrichten.
Und wenn wir so eingreifen in diesen eigentlich natürlichen Prozess, dann achten wir darauf, dass wir diese Gegenmittel nicht übermäßig anwenden. Also fein dosiert, gerade das, was es braucht. Und wenn alles in Ordnung ist, dann weile einfach in meditativem Gleichmut. Lass den Buddha meditieren. Und genieße dieses kontinuierliche Gewahrsein. Ich gehe die 8 Anwendungen noch einmal durch.
Da ist Vertrauen. Wir sind interessiert. Wir haben Freude am Heilsamen, was eine Energie freisetzt. Eine freudige Energie, mit der wir geschmeidig die Herausforderungen meistern. Die uns die Kraft gibt, immer kontinuierlicher am Ball zu bleiben, dieses achtsame Erinnern. Wachsam und wenn nötig mit Gegenmitteln korrigierend. Und ansonsten in tiefer Gelassenheit, in meditativem Gleichmut verweilen. Dieses gelöste Sein, das frei von Greifen ist. Ganz vielen Dank für diese erste Meditation heute. Ich verbeuge mich vor dem Buddha in euch. Na, kriegt ihr sie wohl aufgezählt, diese 8 Anwendungen? Würdet ihr das schaffen, euch die in Erinnerung zu rufen? Das ist ja schon ganz hilfreich, wenn wir so meditieren, wenn alles gut läuft, wunderbar. Und manchmal sind wir ja so ein bisschen verloren auf unserem Meditationssitz und wissen gar nicht mehr, wie das geht. Und da ist es wunderbar, wenn wir so eine Erinnerungsstütze haben. Also, ihr könntet euch die zum Beispiel als einen Kreis aufmalen. Dieses Lineare ist gar nicht so hilfreich. Das ist nur immer aus didaktischen Gründen, dass die Dinge so linear dargestellt werden. So als Kreis, er wird deutlicher, wie alles einander stützt. Wisst ihr, zum Beispiel dieses erste Glied, dieses Vertrauen, das ist eigentlich das genau, was dann auch im meditativen Gleichmut, so in dieser Gelassenheit, dem 8. Glied, dieser 8. Anwendung dominiert. Eigentlich ist das wieder mehr vom selben.
Vertrauen, Interesse, freudige Energie, Geschmeidigkeit. Weil die Geschmeidigkeit könnten wir auch an den Schluss stellen. Richtig geschmeidig werden wir durch diese meditative Gelassenheit, nicht wahr? Diesen Gleichmut. Und was dieses Interesse angeht, den zweiten Faktor, je feiner wir uns interessieren für diese Qualitäten des Seins, desto mehr werden sie zur direkten Ursache oder was dem direkt vorausgeht, dass wir in tiefer Meditation landen. Da braucht es gar keine Zwischenschritte. Das Anwenden von Gegenmitteln, wisst ihr, das 7. Glied, das brauchen wir eigentlich gar nicht so oft. Nur zu Anfang eigentlich, wenn wir vielleicht mit den ersten Schritten, mit dem Vertrauen und dem Interesse und der freudigen Energie, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht so richtig gemacht haben, wenn wir die nicht stark genug zum Einsatz bringen, dann braucht es dann doch Gegenmittel. Oder wenn wir sozusagen mein Gegenmittel auf einer äußeren Ebene, das wäre so, wenn wir halt in der prallen Sonne sitzen und merken, wir wären schläfrig, dann sollten wir das Pflänzchen lieber aus der Sonne nehmen und uns in Schatten setzen. Dann sind wir nicht mehr so schläfrig. Das sind so ganz klare Gegenmittel. Oder wenn wir merken, wir sind aufgewühlt, weil wir uns mit einem inneren Thema herumschlagen. Ja, das Gegenmittel ist dann nicht unbedingt, also es gibt natürlich die Möglichkeit, das zu schneiden und direkt zu unterlassen, aber das Gegenmittel könnte auch sein, sich 10 Minuten Zeit zu nehmen und ganz konstruktiv über dieses Thema nachzudenken. Also schaut für euch selbst, stellt euch diese 8 doch mal ansatzweise als Kreis dar. Vertrauen, Interesse, freudige Ausdauer, Geschmeidigkeit, achtsames Erinnern, Wachsamkeit, Anwenden von Gegenmitteln und meditativer Gleichmut. Und nehmt das mal als eine Kontemplationsübung oder nehmt es mal hinein in eure Dharma-Gruppe als Thema, wie diese Faktoren sich gegenseitig verstärken. Jede Erfahrung von so gelöstem Sein, also dem 8. Glied, dieser meditative Gleichmut, verstärkt wieder unser Vertrauen. Und erhöht unser Interesse. Und so kontempliert mal richtig so drüber, so nach, dass alle diese Qualitäten euch vertraut werden und ihr dann intuitiv, ohne sie über den Intellekt abrufen zu müssen, dass ihr intuitiv dann das Passende tut. Also wisst, wie ihr euch in der Praxis der Geistesruhe mit diesen verschiedenen Aspekten der Praxis sammeln könnt. Okay, frühe Pause heute. Jetzt machen wir mal 5 Minuten stille Pause, könnt was trinken und dann geht es nämlich weiter mit den 9 Stufen der Geistesruhe. So, wir werden schon wieder weitermachen. Und wir haben heute einen Tag vor uns, wo es mein Anliegen wäre,
sozusagen die Früchte zu ernten unserer unglaublichen Arbeit, die wir jetzt geleistet haben, die letzten 6, 7 Tage. Und deswegen werde ich diese 8 Stufen der Geistesruhe auch gar nicht erklären. Das steht hier alles in dem Skript drin von den Übertragungen, die ich damals gegeben habe. Es geht wieder darum, sie zu erfahren. Und Dakpotashinamga geht es darum, uns dann spüren zu lassen, wie bestimmte Geisteskräfte, diese 8 Anwendungen und noch 6 weitere Geisteskräfte, die er beschreibt, die er zusammenfasst aus den Sutras, wie die es dann ermöglichen, diese Stufen von Geistesruhe zu erfahren. Und wir praktizieren das jetzt wahrscheinlich 2, 3 Mal heute, um möglichst viel im Erleben anzukommen. Und nehmt euch für diese Praxis ruhig immer wieder dieselbe Stütze. Ihr könnt jetzt nochmal wechseln, aber es wird interessant sein, wie sich das Arbeiten mit derselben Stütze in der Wiederholung und mit ein bisschen zusätzlichen Erklärungen, wie sich das vertieft. Nehmt euch also ein Meditationsobjekt, eine Stütze, wo ihr das Gefühl habt, doch, genau, damit möchte ich in tiefe Sammlung eintreten. Darin möchte ich mich sammeln heute. Ja. Ihr erinnert euch noch an gestern, die vielen Möglichkeiten, die verschiedene Teilnehmer sich da gewählt haben. Und ich sehe, wie ihr euch bereits hinsetzt, es euch bequem macht, beziehungsweise aufrichtet. Und wir haben ja, soweit ich euren Rückmeldungen folge, haben wir ja schon einige Male Geistesruhe erlebt in diesen Tagen. Und von daher machen wir einfach dasselbe. Nochmal mit etwas mehr Verständnis für diese Prozesse. Ich lade euch also ein, eure Meditationshaltung einzunehmen. Den Blick irgendwo ruhen zu lassen oder die Augen zu schließen, wenn das einfacher ist. Wir vergewärtigen uns noch einmal, dass wir jetzt tatsächlich in ein Üben eintreten, wo es mal für eine halbe Stunde nicht darum geht, sich mit anderen Dingen in der Welt zu beschäftigen. Wir entwickeln das Vertrauen, dass uns das gut tun wird. Wir sind inspiriert, noch ein wenig mehr zu entdecken.
dann beginnen wir damit, uns voller Interesse auf die Stütze unserer Meditation auszurichten. Zu Anfang braucht das sicherlich ein wenig mehr Energie. Wir schauen, dass wir uns nicht nur einmal ausrichten, sondern immer wieder. Wir entwickeln eine gewisse Beharrlichkeit darin, die anderen auftauchenden Geistesaktivitäten nicht weiter zu verfolgen und den Geist immer wieder auszurichten, zurück zur Stütze. Und lasst uns daran denken, dass es nicht so sehr die Stütze selbst ist, sondern die Qualität, mit der wir in dieser Meditation verweilen wollen, also wie wir uns auf die Stütze einlassen. Das inspirierende Erleben des Buddhas vor uns. Das heilsame, gelassene Ein- und Ausatmen. Das ruhige, kraftvolle Verweilen im Unterbauch. Was auch immer eure Stütze ist, interessiert euch für die Qualität, die für euch jetzt gerade besonders heilsam ist. Haltet den Geist auf dem Sammlungsobjekt und bleibt möglichst kontinuierlich dabei, unabgelenkt. In einem ständigen, immer wieder neuen Gewahrwerden. Wenn du merkst, dass du gut dabei verweilst, dann kannst du die Anspannung ein wenig reduzieren. Bleibe sanft wachsam, aber vertraue auch deinem Geist, dass er sich von selbst sammelt. Wenn dich alles andere in der Welt
deutlich weniger interessiert als das, worum es jetzt gerade geht. Sanft mit einem Lächeln richte dich erneut aus, wenn es zwischendurch dann doch dazu gekommen ist, dass anderes gegenwärtig war. Bring dich gerade in dieses heilsame, frisch interessierte Erleben zurück. Ich bleibe jetzt für ein paar Minuten still. Und in dieser Zeit stabilisiert euch so gut wie es geht in diesem ruhigen Verweilen mit der Meditationsstütze oder in der Meditationsstütze.
Wir sind immer noch in der Phase, wo wir den Geist ausrichten, immer kontinuierlicher ausrichten. Und während wir das tun, bemerken wir feinere und feinere Aspekte von dem, was wir Ablenkung nennen könnten. Das sind die anderen Aktivitäten unseres Geistes, andere Aspekte unseres Erlebens, die unser Interesse auf sich ziehen könnten. Und wir üben uns darin, jetzt auch diese feineren Geistesaktivitäten sich selbst befreien zu lassen und zurückzukehren zu dem, was unser eigentliches Anliegen ist. Wir nennen das ein vertiefendes Ausrichten. Es wird feiner. Und in dieser Phase wird es umso wichtiger, um sich auch mit den feineren Qualitäten unserer Meditationsstütze zu verbinden. Die Stütze muss immer heilsamer und interessanter sein als das, was uns ablenkt. Ablenken könnte. Also geht es um ein Vertiefen des Aufgehens in diesen Qualitäten, so dass es spürbar wird, wie gut das tut. Und um jetzt noch tiefer zu kommen, da hilft es, sich die Qualitäten von tiefer, gelöster Geistesruhe noch einmal ins Bewusstsein zu rufen. Wie hilfreich das sein könnte, jetzt noch tiefer einzutreten.
Meistens ist es so, dass in dieser Phase die Meditationsstütze selbst in den Hintergrund tritt und die damit verbundenen Qualitäten in den Vordergrund. Die Qualitäten des gelösten, fließenden Seins. Völlig unbesorgt vom Trubel, völlig unberührt. Ganz in diesem natürlichen Fließen aufgehen. Wir merken hier, wie der Geist, wenn wir mal so sprechen können, wie der Geist immer wieder Lust hat, unruhig zu sein und sich gleichzeitig danach sehnt, Frieden zu finden. Und da bleiben wir dran, immer wieder ihn in dieses friedlich Gelöste hinein zu öffnen. Da können wir die Meditationsstütze benutzen dafür. Ist aber manchmal gar nicht nötig. Es kann sogar sein, dass sich unser Geist freut, zeitweilig ruhig zu verweilen, ohne die Stütze zu benutzen.
Wir begegnen hier den subtileren Zwängen, diesen karmischen Mustern, die uns immer wieder aufwühlen, die uns unruhig machen. Und diese Muster gilt es zu entspannen, sie zu zähmen. Und zwar nur für jetzt. Wir brauchen überhaupt nicht uns vorzunehmen, dass wir sie für immer bezähmen. Nur gerade jetzt, für diese Zeitspanne. Das ist so, als würden wir sie in Schranken verweisen und sagen, und innerhalb dieses Rahmens, da fokussiere ich mich vollständig auf die Qualitäten des gelösten Seins. Vielen Dank. Ihr dürft in der Meditation verweilen. Wir gleiten jetzt hinüber in eine viertelstündige Pause, wo ich euch empfehlen würde, sie in Stille zu verbringen, also ohne das Handy zu benutzen,
ohne im Computer etwas zu machen oder zu sprechen. Denn nach der Pause werden wir diese Praxis nochmal angehen. Wir haben jetzt die ersten 5 Stufen angesprochen. Wir werden nochmal hindurchfließen und können das, wenn wir diesen Prozess jetzt nicht stören, mit deutlich weniger Anstrengung erleben, als wir jetzt gebraucht haben. Also schaut mal, dass ihr euch günstige Voraussetzungen schafft für die nächste Runde. Wir machen um 10:35 Uhr weiter. Es geht weiter. Jetzt für den zweiten Durchgang empfehle ich euch, ich mache es mit euch zusammen, die Kraft des Vertrauens zu stärken. Also dieses Vertrauen, dass alles schon in euch ist. Es ist ganz wichtig, die unnötige Anstrengung rauszunehmen und wirklich nicht so unterwegs zu sein, dass ich meine, ich müsste etwas erreichen. Wir machen uns jetzt ein Geschenk. Das Geschenk ein wenig mehr dieses wunscherfüllende Juwel des eigenen Geistes kennenzulernen. Dieser Geist wird sich von selbst von seinen wunderbarsten Seiten zeigen. Wenn es uns möglich ist, diese Geschäftigkeit zu entspannen, dieses Beschäftigtsein mit immer wieder anderem, was gar nicht in dieser Situation ist. Also diesen ausschweifenden Geist einfach mal für eine Weile so von seiner Aufgabe entspannen, an alles denken zu müssen, auf alles aufpassen zu müssen. Wir laden ihn ein, mit uns in Ferien zu kommen. Es gibt gar nichts zu bedenken. Ich hoffe, die Meditationsstütze, die ihr gewählt hattet, passt noch für euch. Es wäre gut, sie wiedernehmen zu können, und sonst wechselt ihr halt. Aber es ist gut, mit derselben Meditationsstütze den Prozess zu vertiefen.
Wir sammeln uns wieder erneut, richten den Geist aus. Finden uns ein in dieser unterstützenden Ausrichtung auf etwas Inspirierendes, eigentlich sehr Einfaches. Der Elefant unseres eigenen Geistes, der weiß jetzt eigentlich ganz gut, dass er nur entspannt dem Weg der Achtsamkeit zu folgen braucht. Wir wandeln dieses Bild mal ein wenig ab, dieses Bild, wo der Elefant mit dem Strick der Achtsamkeit am Pfosten, an der Stütze der Meditation angebunden ist. Wir setzen uns auf den Elefanten. Wir reiten. Und da wir den Buddha in uns meditieren lassen, sind wir sehr erfahrene Elefantenlenker. Ein kleiner Druck hinter den Ohren des Elefanten genügt, um ihn immer wieder auszurichten. Mal rechts, mal links, eigentlich immer dieses Erinnern, hier geht's lang, hier verweilen wir. Wir richten den Geist aus und bleiben kontinuierlich dabei. Und wenn da am Wegesrand interessante Kräuter auftauchen,
interessante Nahrung für den diskursiven Geist. Dann geben wir dem Elefanten zu verstehen, jetzt gerade bleib mal ganz bei dir. Lass dich ganz auf die inneren Qualitäten des Geistes ein. Und so schreiten wir langsam an diesen möglichen Ablenkungen vorbei, völlig unaufgeregt, tief verbunden mit unserer Stütze. Und wenn sich der Elefant doch zwischendurch mal in Büsche leckere Gräser schnappt, dann schmunzeln wir, richten den Geist erneut aus und geben ihm zu verstehen, dass er später dann ausgiebig weiden darf. Wir erkennen schon im Vorfeld, wenn unser Geist unruhig wird und halten ihn wachsam im Erleben der Qualitäten unserer Stütze. Wir geben dem Elefanten unseres Geistes zu verstehen, dass wir seine Unruhe bemerken und helfen ihm, sich gerade schon wieder zu entspannen. Der Elefant wird jetzt ganz zahm. Er beginnt es zu genießen, so einfach unterwegs zu sein.
eine Freude entsteht daran, unabgelenkt zu sein. Freude am stillen Verweilen. Freude an der Frische, an der Klarheit. Ganz friedlich schreitet der Elefant weiter, gar nicht mehr interessiert an Ablenkungen. Stattdessen beginnt eine Qualität von Mitgefühl den Geist zu durchdringen. Freudig und mitfühlend, sich selbst das Geschenk machend, so gesammelt unterwegs zu sein. Ein mitfühlendes, weises Geschenk für uns selbst und für andere. Wir erleben, wie sich der Frieden weiter ausbreitet. Und auftauchender Unruhe begegnen wir mit diesem feinen Mitgefühl. Kein Kämpfen,
Ganz geschmeidig und in sich ruhend ist der Elefant des Geistes unterwegs. Verweilt in den Qualitäten der Stütze. Und immer mehr wird deutlich, dass die Stütze eigentlich der Geist selbst ist. Der Geist beginnt in seinen eigenen Qualitäten zu ruhen. Es gibt nur noch diese eine Ausrichtung auf die Qualitäten der Stütze, die Qualitäten des Geistes. Und dieses geeinte Verweilen wird mühelos. Wir können uns vorstellen, dass Elefant und Reiter verschmelzen. Der Elefant lässt sich nieder und ruht einfach so.
Wenn jetzt noch Momente des Vergessens auftreten, geschieht das Erinnern von selbst. Ihr könnt gerne noch weiter meditieren. Ansonsten machen wir jetzt eine Pause wieder von einer Viertelstunde. Um 20 nach geht's weiter. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. In der nächsten Passage des Textes beschreibt Tashi Namgyal 6 Geisteskräfte, die dazu beitragen, diese 9 Stufen zu verwirklichen. Das sind alles schon Kräfte, die ihr kennt. Die Kraft des Hörens, des Bedenkens, des achtsamen Erinnerns, der Wachsamkeit, der freudigen Energie und der Vertrautheit, des Vertrautwerdens. Alles nichts Neues und wir machen es einfach. Ich werde die einfach wieder in die nächste
Einweisung einfließen lassen. Und wir gehen nochmal so gut wir können durch diese 9 Stufen hindurch. Und wir tun gut daran, es so entspannt wie möglich zu machen. Geschenke bringt man möglichst entspannt dar. Ja, nicht mit Friss und ja, sondern hier ist eine Einladung. Wenn du magst, kannst du nochmal von dem Mahl der ruhigen Sammlung speisen, wenn du magst. Und ansonsten sei ruhig ein bisschen aufgewühlt und lehn dich dabei zurück und schmunzle und lass die anderen mal machen. Ne? So, keine Verpflichtung. Mit Verpflichtung kommen wir nicht so weit. Es muss uns richtig Freude bereiten. Und dann haben wir immer Lust zu meditieren. Ihr seid wieder am Startplatz, sozusagen. Schaut mal, wie es sich mit der Meditationsstütze verhält. Mag euer Geist, euer Elefant, mag er noch? Mag er sich mit der auf den Weg machen? Könnt ihr dieser vertrauten Stütze weitere Qualitäten abgewinnen? Ich mache wahrscheinlich ein bisschen was Besonderes. Ich flechte jetzt so ein bisschen Einsichtsmeditation mit ein, so ein kleines Erinnern an Qualitäten der Natur des Geistes, so ein klein bisschen. Das wird uns helfen, in gelöstes Sein zu finden. Ich finde, es geht immer ein bisschen leichter, wenn Shamatha mit einem Schuss Vipassana praktiziert wird. Allein schon, dass wir hören, dass es möglich ist, jetzt den Geist wieder auszurichten auf die Stütze, bringt uns die Stütze in Erinnerung. Und wir sagen, ja, okay, jetzt wieder für 20 Minuten oder so ungefähr. Jetzt mache ich mich wieder auf eine Reise mit dir. Und wir beginnen mit den äußeren Aspekten unserer Stütze. Bedenken die Qualitäten der Stütze, die Qualitäten, für die wir dieses Meditationsobjekt ausgesucht haben. Und wir können sagen, wir entwickeln eine gewisse Wertschätzung für diese Stütze, eine gewisse Dankbarkeit. Und wir bedenken dabei,
dass diese Stütze rein geistiger Natur ist. Was wir Stütze nennen, sind Erscheinungen im eigenen Geist. Und da der Fokus vor allem auf Geistesruhe ist, geht es darum, diese Erscheinungen ein wenig zu beruhigen. Und deswegen sammeln wir uns im Erleben der Stütze. Und da es sich um geistige Phänomene handelt, ist es ganz leicht, den Geist, die Aufmerksamkeit damit zu verbinden. Was wir machen, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht in allen Bereichen der Wahrnehmung vagabundieren lassen, sondern sie führen in diesen Bereich des Erlebens hinein, den wir als Stütze gewählt haben. Eine bewusste, weise Beschränkung. Wir fokussieren uns so, dass es uns gut tut. Weises sich beschränken auf das, was jetzt gerade gut tut. Und wenn wir uns dann vertiefend ausrichten möchten, lassen wir auch die feinen Kommentare über die Stütze und über unsere Praxis, die lassen wir auch sein. Wir befüttern sie nicht mehr. Wieder eine Vereinfachung. Wir vereinfachen unsere Präsenz in den Bereich, wo es keine Kommentare braucht.
Immer wieder vergegenwärtigen wir uns die Stütze, bleiben mit achtsamen Erinnern in den Qualitäten dieses Erlebens, die uns die Qualitäten des Geistes spiegeln. Achtsam bleiben wir verbunden. Und wachsam und behutsam lenken wir den Geist immer wieder in dieses einfache Verweilen in der Stütze. Wir sehen dabei, dass die sogenannten Ablenkungen auch Geist sind und eigentlich gar nicht stören. Darum ist es kein großes Aufhebens mehr, wenn der Geist mal kurz weg war. Wir bringen ihn einfach zur Hauptaufgabe zurück. Und um den Geist weiter zu zähmen, achten wir aufs Greifen. Ein ungezähmter Geist, der ergreift, anhaftend und ablehnend. Ein gezähmter Geist spart sich diese Energie, sammelt sich, bleibt frei von Greifen
Und so kontemplieren wir tiefer die Qualitäten des nicht greifenden Seins. Dies entzieht den Ablenkungen allen Nährboden. Wo kein Greifen ist, keine Ablenkung. Dies befriedet dieses normalerweise zwanghafte Denken. All das beruhigt sich, weil auch Denken findet nicht ohne Greifen statt. Frei von Greifen, frei von Benennen, weilen wir im direkten Erleben der Stütze. Wenn wir jetzt noch weitergehen wollen, tut es gut, sich diesem Aspekt der Freude zuzuwenden.
zu spüren, wie gut es tut, so einfach da zu sein. Wir sind uns bewusst, dass dieses Wohlgefühl, diese Freude einfach so entsteht, immer wenn der Geist entspannt. Und entschlossen richten wir unsere Energie ganz auf dieses stille, einfache Verweilen aus. Es ist so ein Gefühl, als würden wir entschlossen und ohne übertriebene Anstrengung ein Messer führen, was die noch verbleibenden Fäden der Anhaftung durchtrennt. Wir lösen uns weiter aus Verhaftungen, lösen uns von allen unnötigen Geistesprozessen. Lassen sie sich von selbst auflösen. Und erfahren dann dank dieser Kraft der freudigen Energie Einsgerichtetheit, unabgelenktes Sein.
Und wir werden so vertraut mit diesem einfachen Sein, dass es nichts mehr zu tun gibt. Mühelos können wir darin verweilen. Der Geist ruht in sich selbst und nimmt seine eigene, klare, offene, weite Natur wahr. Die Lichthaftigkeit des Geistes ist deutlich spürbar. Und wieder einmal, immer dann, wenn es am schönsten ist, dann ist es auch irgendwann vorbei. Kein Festhalten, denn nichts von all dem geht uns je verloren. Was wir Geistesruhe nennen, ist einfach die uns jetzt gerade mögliche Annäherung an die Natur des Geistes. Solange wir noch Muster der Anspannung in uns aktiv haben, handelt es sich um diese Annäherung, die wir Geistesruhe nennen. Da findet noch so ein kleines Beobachten statt oder ein starkes. Und haben wir noch ein bisschen Zweifel, die das Vertrauen ausbremsen. Und das sind so die Schleier, nicht? Die wir, ohne sie groß zu bemerken, die aber halt noch aktiv sind. Und eigentlich könnte der Geist jederzeit hinübergleiten in ein noch einfacheres Sein, ohne noch irgendwie diese beobachtende Trennung aufrechtzuerhalten.
Geht schon, kann auch einfach mal passieren. Nicht? Das ist so, wollte ich euch noch mitgeben. Ist nicht, wir haben da keine große Wahl, ob wir Geistesruhe oder Mahamudra praktizieren. Solange wir nicht im Mahamudra ankommen, ist es immer Geistesruhe. Auch wenn Schuss Einsichtsmeditation dabei ist. Ging doch schnell vorbei, dieser Vormittag, oder? Eine abschließende Frage an euch. Vielleicht können die einen oder anderen was sagen dazu. Konntet ihr eure Meditationsstütze mit diesen Anweisungen verbinden? Das heißt, war es euch möglich, diese Anleitungen, die ich ja allgemein gehalten habe, mit eurer spezifischen Meditationsstütze zu verbinden? Gab es da Schwierigkeiten? Ich habe auch einen Daumen gesehen, der hochging. Aber wenn jemand was dazu sagen möchte. Definitiv ja. Ich konnte die Meditationsstütze halten. Okay, danke, ja. Mhm. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten bei dem Bild des Elefanten. Das war mir so zu konkret einfach, weil der Elefant, der tauchte dann immer wieder auf, aber ansonsten war super. Ja, genau, der Elefant war ein Bild, was euch ein wenig von eurer Stütze ablenken konnte. Das stimmt. Aber ja, Nagadaki. Das hat total Spaß gemacht. Ich hatte meine Freude am Elefanten. Ja, genau. Ja. So. Ich würde gerne noch was wissen, und zwar, ich war dann irgendwann, kam ich in so eine Müdigkeit und bin dann aufgestanden und dann habe ich viel mehr meine Füße zum Beispiel gespürt als die Stütze. Aber die Qualität war eigentlich ähnlich. Ja, ist das auch okay? Absolut okay. Okay. So kannst du das machen. Ne? Du hast einfach in dem Moment gut reagiert. Das nennt man das geschickte Anwenden der Gegenmittel. Und du hast es direkt umgesetzt. Ja? Und das machen wir immer, wenn uns sowas auffällt. Ich habe halt dadurch die Stütze etwas verloren, sage ich mal, und mich dann immer wieder daran erinnern müssen, sage ich mal. Aber ich denke, das ist auch ein, sage ich mal, ein Lernprozess, ein Übungsprozess. Du hast auch ein bisschen die Stütze gewechselt in dem Moment. Das ist normal, weil das Stehen und Gehen ja dazu kam. Ist doch klar, oder? Das nehmen wir in Kauf. Ha? Okay. Gut, danke. Darf ich noch etwas fragen? Ja. Ach, ich fand den Elefant sehr, sehr gut, aber auf einmal war ich selbst der Elefant. Logo. Das ist okay dann. Das ist völlig okay. Okay. Zum Abschluss habe ich es ja sogar allen gesagt, ne, dass wir dann ruhig uns verschmelzen können. Aber das kann jederzeit passieren. Das sind ja alles, das ist ja so eine Art, das sind Metaphern, das ist eine Parabel eigentlich, wo jedes Element dieses Bilds sind wir selber. Die Ablenkung sind wir auch. Ja? Danke. Okay. Soll ich noch etwas sagen? Gerne. Okay, also ich habe gemerkt, und das ist eigentlich auch ein bisschen wieder die Frage, die ich am ersten Tag, glaube ich, gestellt habe. Ich habe gemerkt, dass der Atem nicht genug interessant ist. Ja. Ich habe dann die Stütze geändert auf ein Mantra. Ja. Aber trotzdem finde ich den Atem sehr gut als Einstieg. Und manchmal auch den Atem mit dem Mantra zu verbinden. Siehst Und du dann wohl. bin ich wieder bei der Frage, sind es dann nicht zwei Stützen? Naja, weißt du, wenn man da so genau hinschaut, wie viele Stützen sind eigentlich allein schon im Atem enthalten? Ja,
Also es geht nur um diese Vereinfachung. Und wenn es für dich eine Hilfe ist, so etwas zu kombinieren, dann hast du ein etwas größeres Feld, in dem du dich bewegen kannst. Und in diesem Feld fühlt sich dein Geist vielleicht etwas wohler. Ja? Und es kommt trotzdem zu einer ausreichenden Vereinfachung. Wollte was sagen? Ja. Betreffend dieser Stütze, ich hatte, weil ich das sehr oft benutze, Anapana, und da kam aber zum Beispiel diese Anleitung manchmal so etwas verzögert, aber das passte so zusammen damit. Mhm. Also, ja, gut. Da bin ich wirklich sehr in Samadhi. Also das war sehr, sehr hilfreich heute, diese Anleitung. Fand ich so. Gut, danke für die Rückmeldung, Hanna. Danke. Hörst du mich? Siehst du mich? Also ich höre dich und weiß noch nicht, wer spricht, weil ich dich noch nicht sehe. Wolfgang, jetzt. Ja, ja, also das war mystisch, weil am Anfang hast du genau die 3 Stützen aufgezählt, die ich nacheinander benutzt habe. Gestern die Buddha-Statue vor mir, dann den Atem, weil ich ja auch Anapanasati als Standardmeditation habe. Und heute früh kam es mir plötzlich, dass ich vom Atem, nachdem du diese fantastische Bauchatmung, die euch der Gendun nahegebracht hat, erwähnt hattest, mit dem Hara, kam ich als drittes drauf, ich gehe gleich ins Hara. Und also, weil ich auch so verkopft bin. Also der Atem geht ja immer hoch zum Kopf und dann geht er wieder runter zum Bauch. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe mal unten im Bauch. Und das war eine fantastische Stütze für deine Meditation. Gut, gut, gut. Mhm. Ja. Sehr schön. Es hat sich eine wunderbare Synchronizität irgendwie. Mhm. Also fantastisch. Okay. Danke. Ja, danke euch für diese Rückmeldungen. Ich habe gleichzeitig auch im Chat mitgelesen. Also vielen Dank für eure vielfältigen Rückmeldungen, denn das war das Wichtigste für mich natürlich, dass diese Anleitung auch von Tashi Namgyal, die ja für alle Meditationsobjekte und Stützen gilt, dass ihr den Transfer geschafft habt, ja? Den Transfer in eure persönliche Praxis. Und wenn ihr das einmal geschafft habt oder zweimal oder dreimal, dann werdet ihr allmählich richtig gewieft da drin, wie ihr mit verschiedenen, also in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Inhalten eigentlich immer wieder in diese gelöste Sammlung finden könnt. Ja, also da freue ich mich dann. Das ist das, was ich so meinte, dass wir so ein bisschen die Früchte einfahren jetzt. Ne? Wir haben das schön über die Woche vorbereitet. Und ich freue mich schon auf... Ja, erzähl, wer möchte sprechen? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Verbundenheit. Also ich bin ja Schweizerin und ich kann jetzt vielleicht mal auf Schweizerdeutsch reden. Ja. Es ist sehr schön, einfach so viele Leute aus der Schweiz einfach wieder können wahrzunehmen und zu hören. Et ensuite, je suis francophone, peut-être aussi les personnes, les amis de la Suisse romande. Je me sens très proche de vous et il y a eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Verbundenheit. Und ich glaube, das gehört auch dazu, also zu dieser Idee von einer Stütze. Vielen Dank allen zusammen. Vielen Dank, Nanga, vielen Dank, denn das Verbundensein, das ist die Essenz von einer gut funktionierenden Meditation. Wirklich sich verbinden zu können miteinander und nicht in diese Isolation reinzugehen. Wunderbar. Gell? Dann widmen wir noch zusammen. Wir singen mal wieder was. Ja? Wir singen mal wieder das Tara-Mantra als Widmung. Und denken dabei, so wie Nangacheki das gerade erklärte, wir denken daran, dass wir zusammen mit allen Lebewesen singen, obwohl wir vielleicht allein in unserem Zimmerchen sitzen. Om Tarentu
tare dure soham om tare dure swaha om tare swaha om tare Schöne Mittagspause. Macht's ganz gut. Und wir beginnen den Nachmittag wieder damit, dass wir uns erstmal mit Zuflucht und Bodhicitta verbinden. So wie wir es in der Kanji-Tradition praktizieren, werden Zuflucht und Bodhicitta zu einer einzigen Praxis. Gemeinsam mit allen Lebewesen und für alle Lebewesen richten wir uns auf das Erwachen aus und bitten sämtliche Erwachten, uns dabei zu unterstützen, in die Natur des Geistes hineinzufinden, um dann spontan aus dieser Natur des Geistes heraus andere zu inspirieren, ebenfalls dieses Erwachen, diese Freiheit zu finden. Mögen alle Lebewesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Mögen wir frei von Leid und dessen Ursachen sein. Mögen wir nie von der wahren, leidfreien Freude getrennt sein. Und mögen wir bei nah und fern, frei von Anhaften und Ablehnen, in großem Gleichmut verweilen. Panden Sawe Lama Rinpoche, Dange Chiwon Peden Den Chunla, Kajen Chen Pungo Nenje Sunje, Kusun Tuking Enjung Tsail Dusa. Wir werden gleich wieder die 9 Stufen praktizieren, jeder auf seine Art, so wie wir es jetzt schon mehrfach gemacht haben. Und diesmal werde ich besondere Aufmerksamkeit auf diese 4 Arten reiner Aufmerksamkeit legen. Diese 4 Formen des Praktizierens von Aufmerksamkeit sind eine Beschreibung dessen, wie die Aufmerksamkeit sich entwickelt im Hinblick auf Anstrengung.
Zu Anfang ist viel Anstrengung, viel Bemühen dabei. Und doch haben wir nur punktuell mal das Gefühl, wirklich präsent zu sein. Und in diesem Gewahrsein auch ein bisschen verweilen zu können. Also Geistesruhe wird nur kurz erlebt und es braucht recht viel Anstrengung, recht viel Bemühen. Und dann, wenn wir ein bisschen geübter sind, dann finden wir hinein in eine Geistesruhe, wo unsere Aufmerksamkeit zum überwiegenden Teil der Zeit bereits da ist, aber noch Unterbrüche aufweist. Und dann werden diese Unterbrüche weniger und gleichzeitig müssen wir uns auch weniger anstrengen. Und wir finden in ununterbrochener Aufmerksamkeit, wo die wenigen Momente der Ablenkung sehr leicht zu bemerken sind und sich wie von selbst wieder korrigieren. Und schließlich wird diese ununterbrochene Aufmerksamkeit wird selbstverständlich und wir finden eine spontane Aufmerksamkeit, die keine Anstrengung mehr braucht. Und das ist die Erfahrung von Tausenden und Tausenden von Praktizierenden, die uns vorangegangen sind. Wahrscheinlich müsste ich von Millionen und Millionen sprechen. Das ist mit der Anstrengung so, dass wir erstmal müssen wir wie auf so einen Berg. Wir müssen richtig dranbleiben. Und dann, wenn wir dann mal Geistesruhe gefunden haben und vertrauter sind damit, dann wird es immer leichter und die Anstrengung geht gegen Null. Schließlich braucht es nicht einmal mehr ein Sich-Erinnern. Unser Bewusstsein, der Geist, hat es dann lieber im Gewahrsein zu verweilen als in der Ablenkung. Er macht das dann von selbst. Es ist seine Grundnatur, im Gewahrsein zu verweilen. Und das legen wir frei. Und Shamatha-Praxis ist diese Praxis, in der wir genau das freilegen. Wo unsere Aufmerksamkeit verweilt, macht dann den Unterschied von mehr Shamatha-orientierter Praxis mit Beobachten, mit einer Stütze, ein Sein mit weniger Stütze, ein Verweilen in Gewahrsein der Natur des Seins und dann schlussendlich ein Gewahren ohne Bezugspunkte, einfach im So-Sein. Okay, macht euch bereit. Wir gehen da wieder hindurch. Und das Fenster hinten noch schließen. Wir beginnen jetzt, auch von meiner Seite her, noch stärker spontan geführte Meditationen, ohne dass ich mich an die 9 Stufen nochmal so dezidiert halte, sondern ich versuche zu erspüren, was jetzt gerade hilfreich sein könnte, mehr noch als zuvor. Wir atmen ein, atmen aus.
Und lassen, so wie der Buddha es beschrieb, es erstmal zu einigen tieferen Atemzügen kommen. Die werden dann sanfter, flacher. Es pendelt sich so ein ganz normales Atmen ein. Ich nehme euch mal alle mit in die Atemmeditation. Ihr könnt dann selber schauen, irgendwo zwischen Nasenspitze und Unterbauch, wo ihr euch verankert, wo es für euch am besten ist. Da wir gerade noch in der Aktivität waren, ist es gut, mit etwas mehr Anstrengung, mit etwas stärkerem Bemühen, die Praxis zu starten. Indem ich mich daran erinnere, die Aufmerksamkeit dem ganzen Einatmen folgen zu lassen, von über Anfang, Mitte und Ende, den Umkehrpunkt, den gesamten Strom des Ausatems ohne Unterbruch zu verfolgen, den Umkehrpunkt. Ein kontinuierliches Dranbleiben, mit dem ich ganz bewusst alles beschäftigt sein mit dem, was vorher war und nachher sein wird, abschneide und mich auch um gar nichts anderes kümmere als das, was jetzt gerade zu spüren ist in den Atemempfindungen. Um mich da zu verankern, ist es wunderbar, die Atemzüge erstmal tiefer zu gestalten. Und dann lasse ich sie flacher werden, natürlich, entspannt. Ein ganz sanftes Atem voller Bewusstheit. Und ich erhöhe vorsorglich das Interesse am Atmen, an den Atemempfindungen, indem ich mir vorstelle, ich würde zum ersten Mal atmen. Und ich hätte die Möglichkeit, zum ersten Mal ganz bewusst zu atmen. So als würde ich Neuland betreten.
Und bevor wir noch abgelenkt sind, erhöhen wir das Interesse wieder und atmen mit ganz feiner Selbstfürsorge ein und atmen mit warmen Gefühlen für uns selbst aus. Und dann beginnen wir die Unbeständigkeit, die Dynamik dieses Prozesses zu erforschen, zu sehen. Vermutlich sind die Unterbrüche schon weniger geworden als die Präsenz. Wir sind aufmerksam mit weniger werdenden Momenten der Ablenkung. Und wir erhöhen diese Präsenz jetzt, indem wir weiter uns interessieren für diese dynamische Natur des Erlebens. Wir spüren, wie der gesamte Körper mitatmet. Wie der Geist selbst atmet. Unser ganzes Erleben atmet. Wir erlauben es, immer mehr zum atmenden Erleben zu werden. So als würden wir die Wellen des Ozeans nicht mehr betrachten, sondern selber diese Wellen sein. Je mehr wir uns darauf einlassen können, desto weniger Anstrengung braucht es. Wir vertrauen darauf, dass auf jedes Ausatmen ein Einatmen folgt. Und das, was auch immer an Empfindungen auftaucht, sich von selbst wieder auflöst.
Das ist die Natur dieser Dynamik. Alles, was erscheint, wandelt sich von selbst ins Nächste. Kleine Unterbrüche hier und da und immer wieder kehrt der Geist schnurstracks ins unmittelbare Erleben zurück. Und in diesem Erleben kultivieren wir eine so vertrauensvolle Grundhaltung, dass es gar kein Greifen mehr braucht. Wir erlauben dem Erleben uns durch und durch zu gestalten, werden eins mit ihm. Kein Ablehnen, kein Greifen, kein Haben wollen. Wir bekommen erste Ahnung davon, wie es sein könnte, aus dem Nicht-Selbst heraus zu sein, zu erleben, ohne Mittelpunkt. Atmen, erleben, spüren, sein, weit wie der Raum, ein Raum, der von Dynamik durchdrungen ist. Und jetzt bleibe ich mal für eine Weile still. Wir sind jetzt schon in einer kontinuierlichen Aufmerksamkeit angelangt, mit geringen Unterbrüchen. Und jetzt übergebe ich an euren inneren Guru, euren inneren Buddha, diese Meditation fortzusetzen mit achtsamem Erinnern, mit Wachsamkeit. Vielleicht mit anstrengungslosem Vertrauen oder gelegentlich mit ein wenig bewusster, willentlicher Ausrichtung zurück in die gegenwärtige Präsenz hier, in dieses einfache Sein, dieses atmende, wohlwollende Sein.
noch dabei? Oder braucht es eine kleine Korrektur, ein bisschen Unterstützung, eine klarere Ausrichtung? Falls sich Ablenkungen einstellen, schaut doch einfach auf die Natur dieser Geistesbewegungen, wie Zeichnungen am Himmel, wie Regenbögen, wie eine Fata Morgana.
Ganz vielen Dank. Wir machen nachher weiter. Wenn wir uns mit der Praxis von Geistesruhe befassen, dann sollte uns klar sein, dass Geistesruhe immer der Einsicht dient. Ne? Sie ist kein Selbstzweck. Der Selbstzweck ist schon auch ganz gut. Wir können, ich meine, es gibt Selbstzwecke der Geistesruhe. Also wir können Geistesruhe praktizieren, um Heilung zu erfahren. Wir können Geistesruhe praktizieren, um entspannte Geisteszustände zu haben. Um gut drauf zu kommen, um glücklicher zu werden. Das geht alles. Aber das ist nicht der Zweck, für den Geistesruhe in der buddhistischen Geistesschulung unterrichtet wird. Es ist der Einstieg in Einsicht. Und jetzt zu Ende dieser Woche mit dem Thema Geistesruhe ist es mir ein großes Anliegen, diesen Übergang mit euch zu gestalten. Dass immer, wenn ihr merkt, der Geist wird schon etwas klarer, dass ihr den Blick in die Natur des Seins richtet. Also ganz einfach Natur des Seins. Ja? Ihr habt da so ein paar Worte, Anicca, Dukkha, Anatta, Shunyata, oder? Bodhicitta könnt ihr auch noch anhängen. Also das ist ja kein Wunderspiel, wo wir hingucken müssen. Wir gucken auf die Unbeständigkeit, wir gucken in unsere Suche nach dem Glück immer am verkehrten Ort und sagen uns, da geht es nicht lang, das ist Dukkha, das ist unbefriedigend. Wir schauen in den oder diejenige, die sucht, und landen wieder im offenen Raum. Wir schauen in diese nicht fassbare Qualität des Erlebens und sind bei der leeren Natur. Und wenn wir Bodhicitta mit einbeziehen wollen, dann schauen wir in diese natürliche Resonanz, die stattfindet. Wie dieses natürliche Mitschwingen alles durchdringt. Da waren uns diese Meditationen zur energetischen Natur des Seins sehr hilfreich. Dieses Mitschwingen und mit allem verbunden sein, das ist dann schon auf der relativen Ebene ein sich öffnen für Bodhicitta und was wir eben die leere Natur genannt haben, das geht noch weiter. Der Geist des Erwachens, der Geist der Erwachten, das ist dieses zeitlose Gewahrsein. Wir können da das Wort Jnana nehmen, ja, Gewahrsein, zeitloses Gewahrsein, und uns erinnern an die 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins. Wisst ihr noch? Ich zähle sie noch mal kurz auf. Raumgleich, spiegelgleich, gleichwertig, allunterscheidend, allvollendend. So ein paar Stichworte, ja? So, das sind so ein paar Stützen. Und ich nutze diese Stützen aus dem Bereich der Einsichtsmeditation, die nutze ich immer, weil mein Geist so funktioniert, dass alles, was mit Einsicht und mit Mitgefühl zu tun hat, dass das mein höchstes Interesse auslöst. Das heißt, es ist ganz leicht für mich, am Ball zu bleiben mit einer Meditationsstütze, wenn sie mit einer Qualität von Liebe, Mitgefühl verbunden ist oder mit einer Qualität von Gewahrsein, also von Einsicht. Und zu dem Thema von Gewahrsein gehört auch das Phänomen Segen, also mich
dem Segen einer Erfahrung zu öffnen, das ist immer gleich die Öffnung in diese Gewahrseinsdimension, also in dieses nicht greifende, ich muss nichts tun, niemand meditiert, lass den Buddha meditieren, das ist alles Segen. Ja? Arbeiten mit Segen in der Praxis von Geistesruhe. Und all diese Andeutungen, die ich jetzt gemacht habe, wir sind dem ja auch schon nachgegangen, das bereichert unsere Praxis der Geistesruhe. Geistesruhe an sich, einfach nur auf eine Stütze meditieren, ohne sie zum Leben zu bringen mit den Qualitäten von Segen, Mitgefühl, der Natur des Seins und so, ohne sie so ins Leben zu bringen, dann wird Geistesruhe ziemlich steril. Das wird dann auch langweilig. Ja? Aber mit diesen Qualitäten wird es uns nie langweilig. Also wir zaubern da nichts hinein in das Erleben, sondern wir richten die Aufmerksamkeit in die Aspekte des Erlebens, die ohnehin schon da sind. Dieses Mitschwingen findet ständig statt. Dass uns das Erleben stimuliert, in offenere Gewahrseinsräume zu gehen, Neues, Frisches zu entdecken, das findet auch ständig statt. Dass diese 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins vorhanden sind, das ist einfach da. Anicca, Dukkha, Anatta, das können wir entdecken. Ja, das ist da. Das braucht man nicht hineinzubringen. Das zeigt sich uns in der Situation und sie wird dadurch unglaublich reich. Und dann, wenn wir darin geschickt werden, dann brauchen wir nicht viele Gegenmittel. Wir brauchen nicht so die klassischen Gegenmittel, den Geist aufzuhellen, den Geist zu beruhigen, sondern das Interesse an dem, wie es ist, sorgt für eine Ausgeglichenheit. Diese Art von Interesse und das Wahrnehmen von dem, wie es ist, das wirkt nicht überstimulierend und das wirkt auch nicht einlullend. Das macht uns wach und zugleich entspannt es uns. Weil all diese Aspekte, die ich genannt habe, inklusive der Freude, die ich noch gar nicht erwähnt habe, diese Aspekte, die entspannen die Ich-Bezogenheit, die sonst immer meditiert. Die will immer meditieren und irgendwelche Erfolge haben. Aber diese Aspekte von Mitgefühl, Gewahrsein der Unbeständigkeit, Nicht-Selbst, leere Natur und so weiter, die entspannen genau dieses Grundproblem aller Meditation, dass jemand irgendwas erreichen möchte. Die entspannen das. Und das macht die Praxis dann richtig leicht. Das möchte ich euch mitgeben, sodass ihr möglichst wenig langweilige Praxis erlebt, also langweiliges Sein. Es gibt eigentlich kein langweiliges Sein. Wenn uns etwas langweilig vorkommt, also wenn mir etwas langweilig wird, das ich durchaus kenne, dann weiß ich, das hat mit mir zu tun, weil ich etwas anderes möchte als das, was gerade da ist. Und das Heilmittel ist nicht wirklich, mich abzulenken und was anderes zu tun, sondern feiner ins Erleben hineinzugehen. Feiner zu spüren, was schon da ist. Und das ist Geistesruhe mit Einsicht, so durchdrungen von Einsicht. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Pause, machen um 3:10 weiter und ihr könnt in der Zwischenzeit, Fragen in den Chat schreiben. Es gibt dann wieder eine kleine Fragerunde danach zu diesen Themen und dann meditieren wir wieder weiter. Also ihr könnt zu allem fragen, was heute war, ne?
Und wir nähern uns ja auch dem Abschluss dieser Woche. Also wenn es da etwas gibt, was euch beschäftigt, ist das auch sehr willkommen. Und diejenigen, die sich später dazugeschaltet haben, schaut doch mal unter dem Link, den ich in den Chat hineinkopiert habe. Da findet ihr den aktuellen Text der Mondstrahlen, nicht wahr? Und diejenigen, die jetzt Zeit und Lust haben, die können auch auf die Ekayana-Webseite gehen und dort unter Spenden mal schon ihre Spende deponieren. Das könnt ihr auch machen. Das ist immer eine sehr gute Nebenbeschäftigung. Also, bis um 10 nach dann. Also ich habe mich hier auch eingeloggt, damit ich eure Chatnachrichten sehen kann. Und jetzt scrolle ich mal hoch. Ja, ich suche den Anfang hier, das ist viel, ne? Bei 3:55 Uhr. Ja, bei 56, genau. Also Edward ist 3:55 Uhr. Du, ich danke für den Hinweis. Ja. Ja. Okay, Edward, was hat dich, Tillmann, veranlasst, die 9 Stufen zu meditieren, ohne diese zu benennen? Das hat mir gefallen, weil es mir etwas von dem Druck nimmt, die Stufen identifizieren zu müssen. Ja, ich glaube, mir ging es auch so wie dir. Ich finde das ein bisschen mühsam, die Stufen identifizieren zu müssen, denn die vollziehen sich ja von selbst. Passt das so als Antwort für dich, Edward? Ja, im Prinzip schon. Ja, doch. Also was ich bisher in Beschreibung der 9 Stufen gesehen habe, das sah eigentlich immer danach aus, als müsste man jede einzelne Stufe genau voneinander unterscheiden und für sich üben. Und das, was du gemacht hast, das war ein fließendes Übergehen. Ja. Zu einer immer tiefer gehenden Meditation. Und in diesem Prozess kam es nicht darauf an, ob man irgendeine Stufe besonders fließend beherrscht oder irgendwas kann dabei, sondern es ging nur darum, ob eine Vertiefung möglich ist. Ja, genau. Und da hilft es uns auch zu wissen, dass nur eine Darstellung diese 9 Aspekte als Stufen darstellt. Das ist die gängige Darstellung. Manchmal werden sie einfach als 9 Methoden dargestellt, die man abwechselt, wo man je nach Bedarf, weißt du, man kann ja auch manchmal sozusagen wieder stärker abgelenkt sein und da muss man wieder eine andere Art der Praxis mit mehr Anstrengung nutzen und dann ist man plötzlich wieder ganz drin und es geht wie von selbst alles und weißt du, das ist nicht so wirklich aufeinander aufbauend, wie das vielleicht so der Pädagoge gerne hätte. Genau. Und diese Didaktik entspricht auch nicht meiner inneren Erfahrung. Ich bin manchmal wirklich auf Stufe 1. Ja? Und das ist aber sozusagen nicht statisch, sondern es kann durchaus sein, wenn die Bedingungen zusammenkommen, wie beispielsweise heute, ja, dass es möglich ist, lange Zeit, also für mich lange Zeit, in einem Gewahrsam oder Gedanken zu ruhen. Ja, gut. Ja. Gut, so machen wir das. Wir gehen immer auf die fließendere Version. Gut, danke. Okay, jetzt gehe ich zu Nicole. Bei mir ist etwas, was sich festnackt, brennendes Ziehen am Nacken und Schultern rechts und darunter eingekapselte Angstenergie. Wie kann ich das reinigen, auflösen und ins Fließen bringen? Und Nicole, weißt du, mach es doch so, dass du einfach
liebevoll, offen in diese Bereiche hineinatmest. Darf ich dich kurz sehen? Bist du da? Dann könnten wir schauen. Ja, Nicole. Ach, du warst doch die, wo sich das auch mal aufgelöst hatte. Und jetzt willst du das wieder haben und das ist das Problem. Ja, sicher. Das ist ja so verständlich. Und das ist so verständlich. Und manchmal löst es sich, aber nur, wenn wir nicht wollen, dass es weggeht. Es ist so, ich merke einfach, es ist so tief und ja, ich kann es gar nicht erklären. Es ist so etwas, was immer im Hintergrund, ich kann gut, einerseits auf einer Ebene kann ich gut mitgehen, aber im Hintergrund es schmerzt einfach ziemlich stark. Oh, und ich wünsche dir von Herzen, dass es sich auflöst. Aber ich weiß genau, dass der Wunsch, dass es sich auflöst, meistens eine gewisse Verfestigung bewirkt. Ja, also durchatmen, durchfließen, streicheln, drumherum entspannen, immer wieder auch andere Aspekte deines Seins einbeziehen. Und was dir, glaube ich, das letzte Mal so geholfen hat, das war doch bei der Erklärung der 4 edlen Wahrheiten, als sich das auflöste, oder? Das ist nicht selbst, ja. Ja, siehst du, und dass du mehr über den Einsichtsaspekt vielleicht gehst. Das könnte, weißt du, aber nicht mit dem Ziel, dass es sich dadurch auflöst, sondern dass du es erkennst in seiner wahren Natur. Mhm. Was es dann macht, ist von vielen Faktoren abhängig. Okay? Gut, danke schön. Gut, bitte. Nagadakini. Du hattest doch eben die Jhanas genannt, also Möglichkeit, Einsichtselemente reinzubringen. Bei Wesensgleichheit, Unterscheiden und Allvollendeweit habe ich Fragezeichen, wie das aussehen könnte. Tja, du willst die 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins in die Praxis der Geistesruhe hineinbringen. Ja, das kannst du machen. Nagadakini, du darfst dich in den Vordergrund bringen durch eine kleine Bemerkung. Ja, mein Raum. Mir klar, was ist denn? Ja, in jeder Erfahrung, so jetzt, wenn wir uns angucken, ne? Jetzt in diese Erfahrung, und wenn wir die stabil halten, ist es eine Praxis von Geistesruhe, okay? Wir sind jetzt unabgelenkt da drin, das ist der Aspekt der Geistesruhe. Und während diese Erfahrung stattfindet, kannst du die Weite bemerken, die in dieser Erfahrung jetzt ist. Das machst du schon, das ist schon das Erste, was du machst. Und dann merkst du, dass in diese Erfahrung völlig unbehindert weiterfließt. Ich kann deine Augen blinzeln sehen, ich kann sehen, wie du atmest, du siehst meine Bewegungen, das Wahrnehmen geht, es ist unbehindert, geht ständig weiter. Und diese Erfahrung jetzt gerade, die ist ja sowas von flüchtig und hat keine Substanz, ist von leerer Natur. Das ist die Gleichwertigkeit. Die leere Natur ist der eine Geschmack, in dem sich alle Phänomene gleich sind. Das ist die Gleichwertigkeit. Und während wir diese leere Natur von allem wahrnehmen, können wir doch so fein unterscheiden. Ich sehe genau, wie du innerlich überlegst, deine Stirn legt sich in Falten und gleichzeitig schmunzelst du und da ist dieses feine Wahrnehmen, diese feinen Nuancen, das geht nicht verloren, obwohl wir gleichzeitig der leeren Natur gewahr sind. Und dann ist da das Bewusstsein, dass dieser jetzige Moment des Erlebens, dass der einfach perfekt ist, um zu erwachen. Es braucht nichts zusätzlich. Und das alles innerhalb der Praxis von Geistesruhe. Okay? Gut, okay, super. Dann gehen wir mal weiter. Gitti, wo steckst du? Das Thema Vipassana wird hier ja eher nur angefangen. Gibt es denn ein weiterführendes Retreat dazu? Gitti, wo bist du? Hier bin ich. Ja, Gitti, es wird viele Jahre weiterführende Retreats hierzu geben. Du bist offenbar eine von denen, die ich vorhin ansprechen wollte. Trag dich bei uns auf Ekayana im Newsletter ein, dass du den bekommst. Es ist geplant, dass dies mindestens eine 10-jährige Serie ist. Ja? Okay, und die Themen wurden schon behandelt und nächstes Mal ist Kapitel Nummer 3 dran.
Vipassana, Einsicht. Okay, vielen Dank. Und das Datum im nächsten Jahr ist ungefähr um dieselbe Zeit wie jetzt. Das geben wir auch noch bekannt. Das sollte ich nachher mal in den Chat reinschreiben. Ja? Okay. Du bist eine von denen, die dazugestoßen ist, und wir haben nur einen Kommunikationskanal, und das ist unser Newsletter. Und deswegen ist es wichtig, dass du den dir zustellen lässt. Danke. Okay, gerne. Johanna, magst du etwas sagen zur Bedeutung der Erde beim Erwachen des Buddhas? Warum war gerade sie die Instanz, die das Erwachen des Buddhas bezeugen konnte? Und kann die Erde auch eine Rolle spielen bei unseren Momenten des Erwachens? Ja, Johanna, ich habe dich ja häufiger schon gesehen, aber komm doch mal in den Vordergrund. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Schau, damals, als der Buddha zu diesen 5 Wanderasketen ging, ja, die seine ehemaligen Gefährten waren, die wollten ihm nicht glauben, weil er hatte ja ihren Weg der Askese verraten. Er hatte ja begonnen, sich mit Joghurt zu nähren und sich auf ein weiches Kuschagras zu setzen. Er hat sich sogar gewaschen und dergleichen. Und es gab auch keine anderen Zeugen. Es gab niemanden, den er hätte anrufen können. Dann kam der Buddha auf die Idee, quasi das Universum selbst, die Erde anzurufen, und sagte, wenn ich die Wahrheit spreche, die Erde ist meine Zeugin. Und dann gab es ein kleines Erdbeben. In dem Moment, wo seine Finger den Boden berührten, hat die Erde gewackelt. So berichten es seine 5 Schüler, die dann die ersten 5 Schüler wurden und auch ganz schnell die Arhatschaft verwirklicht haben. Dass das stattgefunden ist. Und das nehmen wir, und das ist ja deine Frage, wir nehmen das als so ein typisches Zeichen von Interdependenz, wie die Kräfte im Universum alle so zusammenspielen. Und sind nicht überrascht, wenn plötzlich, wenn wir einen schlauen Gedanken haben, draußen ein Vogel pfeift. Ja? Das gehört irgendwie so dazu. So Dinge passieren. Und wir achten drauf, und das ist Teil von diesem Tendril. Das habe ich doch zwischendurch mal erklärt. Weißt du noch, dieser tibetische Ausdruck? Basis und das, was damit verbunden ist, diese wechselseitige Abhängigkeit. Und diese Tendrils, die passieren immer wieder. Wir sind nicht so ganz geschult, darauf zu achten. Und manchmal bilden wir auch einfach was ein. Wir deuten etwas hinein, was gar nicht so da ist, weil wir es gerne da drin hätten. Aber wenn wir feinfühlig sind, dann gibt es Resonanzen. Und ja, das war so eine mit der Erde. Okay, weiter geht's. Gerne. Andi, du bist dran. So samsarische Sachen wie zum Beispiel Fernsehschauen kann ich doch auch nutzen. Kannst du dazu etwas sagen? Also, wenn ich dabei im Gewahrsein bin, was ich da gerade mache. Ja, selbstverständlich, Andi. Gell? Du bist der genauso wenig Haare hat wie ich, oder? Oder noch? Ja, genau. Bist du nicht? Ja, genau. Ja, ich hab mir gedacht, eigentlich ist es doch im Prinzip egal, was wir machen. Das heißt, wenn ich im Gewahrsein bleibe, in einem mühelosen Gewahrsein, und ich gucke dabei Fernsehen, gehe spazieren, fahre Auto oder was auch immer, es ist doch letztendlich alles dasselbe. Dem ist nichts entgegenzuhalten, nur hat sich Gene Rinpoche dabei scheps gelacht, als wir ihm mit solchen Argumenten kamen, weil wir wollten im Kloster Fernsehzimmer einrichten, und hat dann so gesagt, ja, ihr, ne, beim ersten Mal Fernsehschauen, da seid ihr noch dabei, Gewahrsein zu üben und Om Mani Padme Hum zum Wohl aller Lebewesen. Und dann wird es spannend und dann stockt die Mala und die Hand und Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Und beim zweiten Mal stockt sie schon immer mehr und beim dritten Mal bringt ihr eure Mala schon gar nicht mit und vergesst, dass es überhaupt darum ging, beim Fernsehschauen Gewahrsein zu üben, weil man schaut nicht Fernsehen, um gewahr zu sein, sondern eigentlich um was zu erleben.
Ja, also. Ja, aber ich meine, wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich tue und nicht dabei verloren gehe im Film. Diese vielen Wenns, die sind sowas von gut. Mit diesen Wenns kannst du dich immer retten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ja, diese Wenns, du hast völlig recht. Wenn das so ist, ist alles Paletti. Okay? Ja, also denk einfach an Gene Rinpoche, der mit seiner Klarsicht uns auch wahrnahm. Er konnte uns sehen, ohne dabei zu sein, wie wir da beim Fernsehen sitzen. Und es war offenkundig, dass wir uns einfach mit sehr wenig Gewahrsein verloren haben in den Erscheinungen. Obwohl wir alle 6 Jahre Retreat gemacht hatten. Ja klar, aber ich habe ja jetzt auch so einen kleinen Fernseher vor. Ja, genau. Aber dieser Fernseher, der stimuliert dich immer im Gewahrsein. Da spricht was raus und das ist ein bisschen anders, als wenn ich ein Krimi schaue oder so. Ne? Stimmt. Also ich habe mit dem Kammerpart zusammen, ich habe Länderspiel Brasilien-Deutschland im Fußball gesehen, weißt du, Weltmeisterschaft und so, ja. Wir haben so Sachen gemacht und das ist ein entspannendes Ding, wenn du mit deinem Lehrer im Raum sitzt und gemeinsam Fernsehen schaust und dann lachst und Bemerkungen machst und ich war für Deutschland und so. Und da musste ich aber in der Halbzeit rausgehen und unterrichten, weil es war ein Sonntag und ich musste das Samantabhadra Wunschgebet unterrichten und währenddessen lief das Spiel weiter und dieses Spiel hat Brasilien dann gewonnen. Das haben wir in den 80er Jahren gemacht. Da hatten wir einen Resident Lama in Witten hier und wir waren oft in dem Zentrum und haben Sachen zusammen gemacht. So ist das. So ist das. Aber wir wollen ehrlich sein, es war einfach Entertainment zusammen mit unserem Lama. Es war keine besonders tiefe Gewahrseinsschulung. Ja? Ja, klar. Okay, weiter geht's mit Richard. Lieber Tillmann, fand deine Anleitung wieder mal super. Das Problem mit der Langeweile kenne ich immer wieder. Bisher habe ich mich dann immer der Langeweile zugewandt und diese versucht zu ergründen. Das ist schon mal gut. Jetzt finde ich deinen Ansatz mindestens genauso gut und freue mich, ihn anzuwenden. Ich habe bloß vergessen, was mein Ansatz war. Muss mich aber vorbereiten, um mich dann an diesem Punkt an entsprechende Interessen zu erinnern. Ach, das war's, genau. Mitgefühl für andere, die sich langweilen, Segensarbeit. Hoffentlich klappt das. Hast du da eine Liste? Nein, habe ich nicht. Ich frage mich nur immer aus dem Stegreif heraus, wie kann ich mein Interesse am jetzigen Erleben erhöhen? Und dann fällt mir was ein. Okay, Manuel. Manuel, es geht. Das wäre aber auch super gewesen. Ja, es wäre super gewesen, aber die Liste würdest du nicht dabei haben. Du wärst so gelangweilt, dass du sie auch gar nicht rausziehen wolltest, wenn sie dann da wäre. Ja, die Langeweile hat sowas in sich, dass uns das Naheliegendste gar nicht mehr einfällt. Das ist wirklich gar nicht so einfach mit Langeweile. Dann will man sich ablenken, das kommt einem auf jeden Fall in den Sinn, wie man sich ablenken kann. Und deswegen, ja, denk dran, erhöhe das Interesse an dem, was gerade langweilig erscheint, weil da liegt jetzt gerade so ein Grauschleier drüber. Der Grauschleier macht, dass die Erfahrungen so ein bisschen stumpf sind. Und wie kann ich durch diesen Grauschleier hindurchsehen? Das ist die große Frage. Da ist dann manchmal auch dann Ärger auf. Oder ja, Langeweile ist mit Ärger verbunden. Der Ärger ist mir dann sogar lieber, ehrlich gesagt. So, da habe ich ja was, wo ich wieder mit arbeite. Ja. War der Ärger dann vorher unter der Langeweile oder habe ich ihn erzeugt, aus der Sucht heraus keine Langeweile zu haben? Also beides, der ist Grund für die Langeweile. Ich mag das nicht, was gerade läuft. Ich will was Besseres. Ich will was Spannenderes, was mich, ja, und so weiter. Ne? Da war schon ein Ärger unten drunter. Das Spannende ist, dass an der Stelle der Ärger sich sogar gut anfühlt. Sonst mag ich Ärger nicht. Ja, weil du lebendiger wirst. Ja, genau. Ärger macht lebendig. Das ist schon mal deutlich lebendiger als die Langeweile. Und das ist super. Das ist super, ja. Okay. Wir gehen weiter. Felicia, bist du auch dabei?
Ach, da schreibst du auch. Ich war leider nicht von Anfang an bei Zoom dabei und habe im Chat etwas über interaktive Meditation gelesen. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich dazu komme? Das hat jemand in den Chat reingeschrieben. Es war wohl nicht von mir. Bitte antwortet doch an Felicia, dass sie weiß, was ihr damit gemeint habt. Antje, du schreibst, lieber Tillmann, du hast neben dem Bild vom Geist als Elefanten auch den Geist als wunscherfüllendes Juwel beschrieben. Letzten Begriff kannte ich zwar, hatte ihn aber bisher nicht mit Geist in Verbindung gebracht. Also, schau mal, Antje, du kennst doch die Darstellungen von Chenrezig mit so einem blauen Juwel in den Händen vorm Herzen. Diese Darstellung von Avalokiteshvara, Chenrezig mit dem blauen Juwel, das ist das wunscherfüllende Juwel unseres eigenen Geistes in den Händen halten. Das ist also dieses berühmte Symbol und das haben wir natürlich in den Händen, während wir meditieren. In einer der Meditationen heute Morgen, wo ich einen Vajra im Herzen als Stütze gewählt hatte, verwandelte er sich vorübergehend in ein Juwel. Ah ja, und dir kam Chenrezig in den Sinn, der ein Juwel vor dem Herzen hält. Ganz genau, so ist das. So ist das. Und dieses wunscherfüllende Juwel, Antje, magst du mal in den Vordergrund kommen, etwas sagen? Ah, du bist. Jetzt müsstest du mich hören. Jetzt bist du laut geschaltet. Du hast das also schon richtig zusammengebracht. Dieses wunscherfüllende Juwel bei Chenrezig ist nicht nur wunscherfüllend für uns, sondern wunscherfüllend für alle Lebewesen. Weil es ist der freie Geist des Erwachens. Und ein wunscherfüllendes Juwel in der indischen Mythologie ist ja ein Juwel, an das man Wünsche richten kann. Und wenn die ehrlich sind, authentisch, dann gehen sie sofort in Erfüllung. Und wenn du an das wunscherfüllende Juwel deines eigenen Geistes den Wunsch richtest, möge ich glücklich sein, dann bist du glücklich, weil alles wohnt im Geist inne, ja, was es dafür braucht. Und das ist dieses Symbol. Genau, und mir kam dann irgendwie noch vielleicht eine komische Frage, warum Chenrezig der hält das nicht fest, der hält es nur. Ne? Also er muss nicht das offene Gewahrsein festhalten, sondern das ist aus Licht. Das ist aus Licht. Und tatsächlich in den Visualisationsbeschreibungen von Chenrezig fehlt die Beschreibung dieses Juwels oft. Da liegen die Hände einfach in Gebetsmudra aneinander. Und wir nehmen Kontakt zu diesem wunscherfüllenden Juwel durch Segen auf. Es eröffnet sich uns durch Segen. So kannst du da dich annähern. Und du kannst dann auch, ich möchte mich dem noch zuwenden in der nächsten Meditation, auch in der Geistesruhe mit dem Segen gehen, dass sich in der Geistesruhe so ein segensreicher Zugang zur Natur des eigenen Geistes eröffnet. Das ist super mit dem Vajra im Herzen, das darf sich ruhig mal ineinander verwandeln. Ja? Danke. Du hast 2 Fragen darüber, den Manuel vergessen. Oh, Manuel, ja genau, Manuel. Ich bemerke, dass der Geistesstrom beim Verweilen auf ein Meditationsobjekt immer wieder in die Gedanken zieht und einen inneren Dialog starten will. Es fühlt sich an, als ob der Geist nichts verpassen möchte. Ja, der möchte immer mitquatschen. Wie ein Kind, das müde ist, sich aber nicht auf das Meditationsobjekt ausruhen will. Weil es ja was verpassen könnte. Hast du dazu noch einen Tipp? Ja, weißt du, Manuel, bring dich ruhig mal in den Vordergrund. Das ist dieser Plappergeist in uns, der möchte immer dabei sein. Und wie so ein kleines Kind, was nicht einschlafen mag, das will nichts verpassen, was in der Erwachsenenwelt so läuft. Und da brauchen wir ein bisschen Geduld und Liebe, denn das macht diesen Geist eigentlich so müde, aber er kann trotz seiner Müdigkeit, kann er nicht ganz loslassen. Und dann singen wir ihm etwas, dann wiegen wir ihn ein bisschen, wir geben ihm zu verstehen, dass es auch morgen wieder gut weitergeht oder nach der Meditationssitzung, dass er wieder
Teil davon sein wird, aber dass er sich jetzt wirklich total entspannen darf. Also wir gehen damit um wie mit dem Kind in deinem Bild. Ja, kurze Nachfrage, das bedeutet, es braucht dann einen kleinen, bewussten Dialog. Ja, das kannst du machen. Wenn du schon so weit bist, dass du es als wie ein inneres Kind wahrnimmst, dann kannst du kurz dich wie mit einer wohlwollenden Stimme da innerlich hinwenden und sagen, du darfst dich wirklich entspannen, es läuft alles bestens. Ich erzähle dir morgen alles, was los war. Okay, super. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Gerne, gerne. Jetzt geht's mit Henk weiter. Ich konnte nicht zurückfinden im Text die 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins. Wo stehen sie? Also, Henk, gehst du in das Buch Buddhistische Psychologie, da habe ich sie drin, da kannst du sie finden. Es gibt sie hier in diesem Text, in diesen 2 Kapiteln sind sie nicht, sie sind viel weiter hinten im Buch. Ich habe sie schon so viele Male erklärt. Wenn du mir da mal ein separates E-Mail schreibst, dann schicke ich dir eine Zusammenfassung. Irgendwo habe ich da mal was rauskopiert. Ich kann das bestimmt finden. Ja? Danke. Okay. Isa, du hast von den Einstiegstoren gestern gesprochen. Ist es besser, wenn ich es mir am Anfang einfacher mache und über die Freude einsteige? Ja, das darfst du. Falls es mal so ist, dass du das Einstiegstor schon spürst, dann fang von Anfang an mit dieser Qualität an. Oder soll ich von Anfang an über das Mitgefühl einsteigen? Na, eins von beiden reicht. Weil ich dann langfristig ein tieferes Verständnis erlange, eine tiefere Erfahrung machen möchte. Nee, Isa, da brauchst du nicht so abzusteigen, diese Qualität abzuschätzen, abzuwägen. Diese Qualitäten sind alle miteinander verbunden. Du kannst vom Mitgefühl in die Freude finden, von der Freude ins Mitgefühl. Fang mit einem an und bleib dran. Das wird dir helfen, diese Qualität in ihrem umfassenden Wesen auszuloten. Es steckt so viel drin in jeder dieser Qualitäten und sie sind mit allen verbunden. Darf ich dich kurz mal sehen, ob das für dich so stimmt, Isa? Ja, eben, es fällt mir einfach vor, einfacher in die Freude zu gehen als ins Mitgefühl, oder? Dann mach doch das. Dann mach doch das, geh in die Freude und schließ irgendwann vielleicht an und mögen auch alle anderen den Weg in die Freude finden. Und schon bist du im Mitgefühl. Ja? Über die Freude. Okay? Wolfgang, du müsstest dich stumm schalten. Christine und Ralf, bis wohin soll man in den Unterlagen des Mondstrahlenkurses in Reitenbuch lesen als Vorbereitung auf den nächsten Kurs? Also mindestens für den nächsten Kurs Kapitel 3 lesen, ist auch gut, wenn ihr Kapitel 4 schon anlest. Dort werden keine Kapitel genannt, ja, aber ihr könnt also Kurs 1, 2 und 3 lesen und wenn ihr noch Kraft habt, geht ihr schon in Kurs 4 über. Wir werden, glaube ich, mit diesen Meditationsübungen etwas langsamer unterwegs sein in der Anfangsphase und später, in den späteren Kapiteln, werden wir etwas flinker unterwegs sein als die Erklärung. Die Seitenzahl auf der Webseite in der Ausstellung, das wird mir zu mühsam. Wir haben jetzt eigentlich Kurs 1 und 2 ziemlich gut abgedeckt. Für nächstes Mal könnt ihr Kurs 3 lesen. Ich nehme sowieso immer das Wesentliche wieder auf. Also auch die überhaupt nichts vorbereitet haben, werden auf jeden Fall folgen können. Also ihr beiden, Christine und Ralf, passt das so für euch? Ist gut so, ja. Vielen Dank. Ist gut, okay. Und wenn es konkreter sein soll,
dann lies einfach weiter in dem Kurs und du wirst merken, in dem Kursmanuskript nehme ich auf die Seiten, auf die Kapitel und die Seiten des Buches Bezug. Das wirst du dann alles rausfinden. Gell? Vielen Dank. Okay. Und die Ruth, könnten wir nicht vielleicht zweimal im Jahr eine Woche einrichten? Das wäre wunderbar. Genau, Ruth. Ruth, das machen wir. Ruth, eine Woche unterrichte ich und eine Woche triffst du dich mit Susanne und ihr macht das zusammen. Das haben wir uns auch schon überlegt. Aber wir fänden es auch toll, wenn wir noch eine Woche mit dir. Ja, dann kommt doch in den französisch sprechenden einwöchigen Mahamudra-Kurs oder kommt in den zweiwöchigen englisch sprechenden Mahamudra-Kurs oder kommt in die beiden einwöchigen Grundkurse oder macht eins von den 6-wöchigen Retreats. Also ihr habt Möglichkeiten, aber ich sehe die Möglichkeit nicht, dass ich noch so eine Mahamudra-Woche unterbringen könnte. Ja, das hat sich auch eher ergeben ich war mir nicht sicher, ob das an Beatenberg gebunden war oder ob das möglich eben ist, dann doch eine zweite Woche zu machen. Aber wie gesagt, wir haben uns das schon überlegt. Die Idee im Moment ist, dass sich das wieder in einen Hybridkurs wandelt, wobei der in Reitenbuch stattfinden wird. Okay. Ja, und in Reitenbuch wollen wir es uns so einrichten, dass die Teilnehmenden gleichzeitig im Meditationsraum, in dem großen Essraum und Kaminraum und im Yogaraum sitzen können. Sogar dass im Yogaraum sogar Eltern mit Kindern kommen können, weil die da unten überhaupt nicht stören und rein und rauslaufen können. Und die haben dann dort einen großen Bildschirm und kriegen dann auch simultan die Übertragung. Einer der Elternteile kann sogar oben sein und teilnehmen, während die anderen unten aufpassen. Also wir wollen da so eine recht flexible Übertragungssituation herstellen. Aber die meisten von euch werden zu Hause meditieren wie jetzt. Und ich werde einen großen Bildschirm haben und mich sehr auf die Zoom-Teilnehmenden auch einstellen. Vielleicht nicht so ausschließlich wie jetzt, aber doch sehr stark. Das ist die Idee. Danke. Danke. Sven, wird es bewusst bemerkt, wenn man die ersten Stufen der Jhanas, Samadhis erlebt, in sie eintritt? Ist es wichtig, es zu bemerken und sie benennen zu können? Ja, Sven, das ist nicht so wichtig. Ich sehe dich jetzt hier in klein, du darfst gerne in den Vordergrund kommen. Ich habe damals, als mir diese... Ja, bist du da? Ja. Ich habe damals, als mir diese Jhanas passiert sind, deren Unterscheidungen noch nicht gekannt. Die sind trotzdem entstanden. Es braucht kein Wissen, dass es so ist. Und sie werden auch nicht besser dadurch, dass man sie benennen kann. Aber was hilft, ist zu wissen, wie man sie nicht stört. Also wie man sich weiter entspannt. Und Vertrauen und Segen sind so, Vertrauen, Segen, Freude, das sind so wichtige Qualitäten, die uns helfen, uns auf diese Art und Weise noch tiefer zu entspannen. Okay, also so das, was du bis jetzt gehört hast, das dürfte eigentlich ausreichen. Du brauchst da also jetzt nicht weiter drüber nachzulesen. Ist nicht nötig. Okay, vielen Dank. Okay, gut. Wolfgang, jetzt bist du dran, aber du hast dich wahnsinnig kurz gefasst. Kannst du ja zusammenfassen? Ja, wenn du es zusammenfasst, dann gerne mündlich, aber nicht länger. Also es geht darum, beim Anapanasati oder auch dem, was du heute gemacht hast, am Anfang ist man nur beim Atem, dann erweitert man das auf den gesamten Körper. Und ich habe da einfach noch eine Vorstellung mit eingebaut, die ich von der Anna Trökes habe, dass ich beim Einatmen praktisch an der inneren Achse nach unten gehe und in die Erde, beziehungsweise ich bin heute so in diesen Hara-Raum gegangen, also dass das so eine Kugel wird, eine große. Und das beim Einatmen und beim Ausatmen, dass die Energie nach oben geht, die stabile Erdenergie. Und dass man während die innere Achse die Energie nach oben geht,
Also aufrecht, das hilft beim Aufrichten, kann man den äußeren Körper entspannen. Ob es okay ist, sowas mit an diese Stelle einzubauen. Ja, das ist okay, aber das ist eine sehr limitierende Form, den Atem zu meditieren. Also schau mal, wenn du wirklich offen mit dem Atem, mit den Atemerfahrungen umgehst, dann gibt es manchmal Erfahrungen, dass der Atem kreisrund erfahren wird. Manchmal sind es solche Erfahrungen wie Absenken und Aufsteigen, so in dieser vertikalen Richtung. Manchmal sind es Atemerfahrungen, wo Raum um dich herum kreisförmig beginnt zu atmen oder sogar ein atmendes Pulsieren gleichzeitig in alle Richtungen. Es gibt so viele Möglichkeiten und bitte schränk dich ja nicht auf eine ein, die du dann für die beste halten würdest, sondern bitte um den Segen immer neue Dimensionen des Atmens zu entdecken. Ja? Das würde ich dir wünschen. Okay? Schön. Also dann gehe ich weiter, ja? Ich glaube, das kommt aus dem grünen Baum. Es müssten Sarah oder Johannes sein, die das schreiben. Während der Meditation habe ich wiederholt erlebt, wie ich zusammenzucke. Dann kam so ein Gefühl wie Mist, jetzt habe ich es verpasst. Wenn ich dann zurück zur Stütze gegangen bin, kam es mir immer so vor, als wäre mein Geist eigentlich ganz woanders gewesen. Ich kann aber nicht wirklich sagen, woran ich vorher gedacht habe. Deshalb fragt sich nun ein Stimmchen in mir, ob ich vielleicht einfach eingeschlafen bin. Es fühlt sich so ein bisschen an wie aus dem Schlaf hochschrecken, aber eben auch anders. Na, kommt doch mal in den Vordergrund. Wer von euch... Hallo Johannes, grüß dich. Du, und grüß dich Sarah im Hintergrund. Und Johannes, da wirken mehrere Faktoren zusammen. Dein Gefühl, dass du vielleicht in so etwas Unbewusstes reingeglitten bist, ich denke, das trifft zu. Das ist aber Ausdruck davon, dass du entspannt hast. Ja, also du warst tatsächlich dabei zu entspannen. Und es gibt dieses, da war heute Vormittag auch schon mal von jemandem so eine Frage zum Zucken. Es gibt die eine Form des Zuckens, die, wenn wir in Bereiche uns hinein entspannen, die vorher unbewusst waren, die im Moment noch geschützt werden wollen. Dann gibt es dieses Zucken, was uns aus diesem Bereich herausholt. Ja, und das, was du beschreibst, ähnelt mehr dem, dass du leicht unbewusst warst, ja, also gar nicht unbedingt in etwas mit Angst besetztes berührt hast, sondern einfach in so ein bisschen in so einen unbewussten Zustand abgedriftet bist und dann ist das wie so ein Aufwachen, ja, deine Worte gleichen jetzt dem. Und dann gibt es noch etwas, und das hat ja jemand korrekt beantwortet heute Morgen im Chat, dann gibt es so etwas wie energetische Entladungen. Das heißt, wenn wir beginnen zu entspannen, obwohl es weder sich um Angst handelt, noch um unbewusste Bereiche, es gibt Entladungen im Nervensystem. Ja? Und das kann man, wenn man sich kennt, kann man diese verschiedenen Formen des Zuckens unterscheiden. Und wir können ja dann mal nächste Woche drüber sprechen, ob du da ein bisschen weitergekommen bist, zu spüren, um was es sich bei dir handelt. Ja? Gut, danke. Okay, schön. Hat mich schon die ganze Zeit gefreut, euch zu sehen da auf dem Kamin. Okay, weiter geht's. Nagadakini. Das ist einfach ein Dank für die Tagesstruktur. Also ich werde das so weiterhalten, dass wir diese 2x3 Stunden auch in einem Hybridkurs haben. Für mich ist das einfacher, als wenn ich schon vor dem Frühstück eine Zoom-Meditation anleite und dann über den Tag hinweg immer wieder anleite und dann längere Phasen mit euch still bin. Ich habe es gern, wenn ich euch möglichst kompakt anleite und auch ihr wisst, okay, 2x3 Stunden am Tag kompakt dabei sein
und den Rest kümmern wir uns um uns selbst. Ja? Und da könnt ihr euch ja in Gruppen zusammentun. Also es wird so ähnlich sein und dass ich nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde eine Pause mache, ist auch ganz normal. Gottlieb, du schreibst, wenn der Atem, den ich als Objekt nehme, sehr unruhig wird, soll ich dann das Objekt wechseln? Das ist interessant. Gottlieb, kommst du mal in den Vordergrund? Wie wird der Atem unruhig? Ja, so asthmatisch irgendwie, gerade so, also behängend. Ah, okay. Ja, dann wechselst du das Objekt. Weil, ich würde eigentlich gerne nicht wechseln, ich würde eigentlich gerne das auswechseln. Ja, aber es ist recht ein Kampf, ich weiß nicht, ob ein Kampf nicht ja, Gottlieb, wenn du so in Richtung asthmatische Symptome, Atembeschwerden hast, dann kann es helfen, in die Hände auch im Bauchraum, also die Hände auf den Bauch zu legen und da hinein zu atmen. Das geht als Atemmeditation dann noch, manchmal, aber ansonsten zu viel Aufmerksamkeit ins Atmen legen, wirkt normalerweise verschlimmernd. Ja? Und deswegen nimmst du dir eine Lichtvisualisation oder du stellst dir vor, dich an Tara anlehnen zu können, als hättest du so die große Mutter hinter dir und so, dass du abgeben kannst. Du gehst in einen ganz anderen Bewusstseinsraum. Okay? Das ist viel hilfreicher und dann sozusagen in Verbindung mit der Zuflucht, die du dann wieder stärker spürst, dann kannst du wieder sanft in den Atem zurückfinden und lernst des Atmens bewusst zu sein, ohne dass da Stress reinkommt. Als Asthmatiker ist man einfach sehr viel sensibler auf eine subtile Anstrengung in der Atemachtsamkeit. Und die zeigt sich dann sofort im Auftauchen dieser Symptome. Hast du das Gefühl? Und dann wieder zurückzukommen, das ist okay. Also, das möchte ich ja eigentlich. Ja, das ist schon okay, ja. Mhm. Okay, gut. Danke. Gerne. Patricia. Aha. Patricia, wir leiten dich gern durch den Prozess des Spendens über Swiss Philanthropy hindurch. Da gibt es ja einen Download, den du machen kannst, wo das alles genau erklärt wird, aber unser Büro begleitet dich gern da drin. Es haben schon viele Menschen versucht, über dieses Trans-European Giving zu spenden und haben irgendetwas vergessen und das nervt diese Stiftung. Deswegen sagen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr das machen könnt. Wende dich einfach an die Katja im Büro. Okay, vielen Dank. Okay, gerne. Okay. Iris, ich bin einfach dankbar. Ich habe erlebt, einfach in einem ruhigen, klaren, weiten Raum zu sein, in dem die vorhandenen Gedankenbewegungen kaum eine Rolle spielen. Kannte ich bisher nicht, bin erstaunt. Ich finde es auch super, Iris, dass das einfach so möglich ist. Und wenn ich nicht Genyen Rinpoche gehabt hätte, der das mit Hunderten von Menschen gemacht hat und es passierte einfach, würde ich denken, ja, das ist jetzt irgendwas ganz Spezielles. Aber tatsächlich sind so Gruppenmeditationen eine wunderbare Gelegenheit, wie so ein bisschen mitgetragen zu werden. Und dann Zugang zum eigenen Geist zu finden, den man vorher so gar nicht gekannt hat. Also Iris, du bist ja da. Machen wir beim nächsten Mal weiter zusammen. Dann gehe ich mal zum Ulf weiter. Kannst du etwas über das Praktizieren bei Traumata sagen? Ja, kann ich. Nichts Neues, weil die heutige Traumatherapie, wisst ihr, mit dieser Ressourcenorientierung und dem Pendeln, die hat ganz viel auch von der buddhistischen Geistesschulung gelernt. Wir nennen das anders. Wir nennen das Verweilen in der Ressource, nennen wir das Verweilen in der Zuflucht. Und wenn man schon ahnt, dass Traumata anklopfen, dass man in dieser Energie ist, muss man die Zuflucht stärken.
Also ganz stark an die Orte gehen, in die inneren Dimensionen, wo sich Vertrauen einstellt, wo sich Sicherheit einstellt. Und genau wie in der heutigen Traumatherapie machen wir eigentlich gar nichts, außer vielleicht kurz mal anstoßen, der Bereich, der so aus dem Unbewussten aufsteigt, aber sofort wieder zurück in die Zuflucht. Also da gibt es sonst eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen und höchstens noch der Rat, nicht so viel in einem ganz frei, offen assoziierenden Bewusstsein verbringen. Das wirkt dann eher so, dass plötzlich Dinge aufsteigen und wir nicht genug in der Ressource verankert sind. Kannst du mir kurz was sagen, dass ich dich sehe und checken kann, ob dich die Antwort befriedigt oder ob es noch etwas gibt? Hallo Tilman, hörst du mich? Ich höre dich. Du hast deine Kamera nicht angeschaltet, oder? Ja, Moment. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik öfters mal. Ja, aber wir hören... da bist du. Ich habe dich gesehen. Okay, gut. Tilman, also es geht mir darum halt, wenn mit dem Thema Traumata oftmals auch, da ist das aufgrund, da kommt man ja nicht zur Tiefe, nicht oft zur Ruhe, durch das Shamatha halt, was wir ja jetzt die Tage praktiziert haben. Vielmehr geht es darum auch, wie schaffe ich das oder wie schafft jemand, der im Trauma ist, was so gedeckelt ist, durch diese Emotion in diese Ruhe zu kommen, eine Ausrichtung dann auch im Alltag zu finden. Erwarte nicht zu viel. Wenn Traumata aktiv sind, sind wir in einer energetisch sehr stimulierten Grundstimmung. Und das ist nicht der geeignete Moment, um zu versuchen, die geeignete Phase im Leben, um zu versuchen, tief in die Geistesruhe reinzukommen. Arbeite lieber die anderen Bereiche, arbeite mit der Einsichtspraxis, das geht. Einsichtspraxis ist total hilfreich, Mitgefühlspraxis, Visualisationen und so. Arbeite in diesen Bereichen, aber diese Aktivierung des Nervensystems, solange das Trauma noch nicht aufgelöst ist, die wird da sein und die wird nicht einfach, die kann man nicht einfach so entspannen, bloß weil man sich das vornimmt. Die braucht eine ganz gezielte, gute Zuwendung und das am besten in Begleitung von Therapeuten. Also nimm die anderen Dharma-Bereiche. Oder sag der Person, dass sie die anderen Dharma-Bereiche nehmen soll. Ja. Hat mich mal generell interessiert, in Form von Traumata, welches Spektrum der Praxis, die wir besprochen haben, gibt es da eine Ausrichtung auch nochmal? Also Einsichtsmeditation ist sehr hilfreich, aber nicht langes Verweilen in wenig strukturierten Bewusstseinsräumen. Alles klar. Okay, gut. Ich danke dir auch, dass du dich nach vorne geschaltet hast. Ja, die Heidi dankt. Der französischsprachige, das ist kein französischsprachiger Mondstrahlenkurs mit den französisch sprechenden Schülerinnen, nehme ich den Text vom 9. Karmapa durch, das Dunkel des mangelnden Gewahrseins auflösen. Einen Kurs, den es auch auf Deutsch schon mal gab, das habe ich 5 Jahre in Möra unterrichtet. Das ist das Thema des französischsprachigen Kurses, der dieses Jahr beginnt im Mai. Alles auch im Programm von Ekayana zu finden. Zur Qualität des Segens, Eva, werden wir noch kommen. Okay. Der Silvia passiert es, dass ihr Oberkörper manchmal so ganz sanft zu schwingen beginnt. Silvia, das darfst du so lassen, aber achte darauf, dass du keine Energie reingibst, das Schwingen stärker zu machen. Da gibt es so eine Neigung, dann in dieses Schwingen immer mehr hineinzugehen, als würden wir tanzen.
das stört auf die Dauer dann doch die Geistesruhe. Deswegen lass ihn schwingen, aber so ganz sanft, fast unsichtbar, wie so ein junger Baum in einem ganz sanften Lüftchen. Silvia, ist das okay so für dich? Ja, vielen Dank, Tina. Es ist ja auch so, dass ich das manchmal gar nicht so bewusst wahrnehme. Nur so Sequenzen, plötzlich merke ich. Ist in Ordnung. Ich habe mich jetzt einfach gefragt, woher das kommt. Ist in Ordnung. Du hast vielleicht sogar gesehen, oder manchmal könnt ihr das vielleicht sehen, dass mein Körper auch ein bisschen schwingt manchmal. Ja? Das ist sehr, sehr gut, wenn man das zulässt, dass diese inneren Oszillationen der Wirbelsäule unbehindert stattfinden können. Dann kann man stundenlang sitzen, ohne irgendeine Mühe. Ja? Aber es ist wirklich ein ganz sanftes Schwingen, und wenn du das merkst und ansonsten gar nicht betonst, du merkst es, brauchst es nicht zu korrigieren, aber du verstärkst es auch nicht. Okay. Und die letzte ist die Nicole. Ja, Nicole, du kannst nur die Aufzeichnung bis Tag 4 auf YouTube finden, weil der Tobias jetzt wieder zurück ist in Freiburg im buddhistischen Zentrum und Upload-Probleme hat. Das Internet ist dort zu schwach. Er hat schon einiges mehr bearbeitet, aber das kommt dann erst so etwa Dienstag, Mittwoch kommender Woche. Okay? Jetzt machen wir eine Pause. Einfach nur bis 10 nach 5 und dann meditieren wir nochmal. Also 9 Minuten Pause. Das, was wir jetzt hinbekommen müssen, ist wie im Alltag. Wir haben gerade 40 Minuten Fragen und Antworten gemacht und das hat unseren Intellekt stimuliert. Und wenn so ein bisschen Anhaften an Geistesruhe da wäre, würde uns das ein wenig stören. Aber da wir ja ganz frei und entspannt sind und so gar nicht im Greifen, stört das gar nicht. Sondern wir schmunzeln und sagen, okay, wir wissen ja, wie es geht. Wir finden jetzt gerade wieder zurück in diese Geistesruhe. Und das Thema der Meditation, die ich jetzt anleiten möchte, ist, wie wir meditieren mit frischem Interesse und Vertrauen. Es geht mir jetzt darum, euch Wege zu zeigen, wie ihr eure Praxis ganz lebendig gestalten könnt. Ich werde deswegen nicht so viele direkte Anleitungen geben, sondern etwas mehr in die fragende Anleitung gehen. Also euch selber rausfinden lassen, was euch jetzt gerade gut tut, wie ihr da einen Weg finden könnt. Wir setzen uns zur Meditation in der Haltung, die uns gerade gut tut. Natürlich wäre auch eine stehende Position möglich oder eine liegende. Hauptsache, wir bleiben bewusst. Und wir stellen uns ein auf eine Meditation, die vielleicht so 20, 25 Minuten dauert, wo wir möglichst unabgelenkt bleiben.
Wir wissen, dass die ersten beiden Faktoren, die uns helfen, in die Meditation einzusteigen, Vertrauen und Interesse sind. Dann lasst uns doch mal schauen, mit welchem Vertrauen kann ich jetzt in die Meditation starten? Wo spüre ich dieses Vertrauen, dass es mir gut tun könnte, mich jetzt dieser Meditationsübung zu öffnen? Was inspiriert mich dazu, jetzt zu üben? Welches innere Bild habe ich? Welche Ahnung begleitet mich? Wo geht der Weg hin, den ich jetzt einschlage? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich so gelöst, entspannt, im offenen Sein ankomme? Kann ich das jetzt bereits ahnen? Kann ich erahnen, dass das Potenzial hierfür schon im eigenen Geistesstrom vorhanden ist? Mit diesem Vertrauen könnte ich die Meditation beginnen. Und dieses Potenzial bitten, diese Ahnung bitten, mich zu führen in der Praxis. Das ist, was wir damit meinen, wenn wir sagen, lass den Buddha in dir meditieren. Wir ahnen, wie entspannt und mit welchem Vertrauen der Buddha gewahr ist. Und wieder einmal wählen wir unser Meditationsobjekt. Wir suchen uns aus, mit welcher Stütze wir diesmal unterwegs sein wollen. Und dann entwickeln wir Interesse für unsere Stütze, für diesen Bereich des Erlebens, der als unser Fokus dient, als unser Bezugspunkt. Was ist da zu erleben? Und welche Qualität hat dieses Erleben?
Wir öffnen uns diesem Erleben so, als hätten wir noch nie etwas Vergleichbares getan, erlebt, uns auf etwas Vergleichbares aufgerichtet. Ganz frisch. Und wir sind interessiert daran, wie es ist, diesen Bereich zu erleben, ohne weitere Kommentare, ohne zusätzliche Interpretationen, so unmittelbar wie es geht und so einfach wie es geht. Einfaches, unmittelbares Erleben. Vielleicht schon mit einer gewissen Freude verbunden. Mich interessiert, wie dieses Erleben, wie meine Meditationsstütze dazu beitragen kann, den eigenen Geist zu öffnen, geschmeidiger werden zu lassen. Und ich öffne mich für dieses Erleben, ohne nach anderem zu suchen und ohne nach dem Erleben selbst zu greifen. Immer wieder erneuere ich dieses wache Interesse an der Qualität des Seins. Wie ist es, dies so zu erleben? Und es braucht keine Antwort. Es geht nur um dieses frische Interesse, begleitet von dem Vertrauen, dass es keine Antwort braucht, weil die Antwort im Erleben selbst ist.
Gelegentlich erinnere ich mich wieder, innig mich mit den Qualitäten der Stütze zu verbinden, mit dem, was mich in dieser Stütze inspiriert. Eigentlich möchte ich herausfinden, wie ich anstrengungslos in dieser Erfahrung verweilen kann. Anstrengungslos und unabgelenkt. Und der Weg dahin ist, die jetzt noch zu bemerkende Anstrengung vielleicht ein wenig zu lockern, ein wenig zu mäßigen. Nur gerade das Maß, was es braucht, um präsent zu bleiben. Ein sanftes Erinnern an die Qualitäten der Stütze. Und immer noch entdecke ich neue Aspekte. Das Gewahrsein tritt feiner hinein in die Stütze, verbindet sich inniger, lässt sich drauf ein. Und das Gewahrsein dieses Erlebens, das wir die Stütze nennen, ist übrigens dasselbe wie das Gewahrsein, das die Ablenkung erkennt. Ablenkungen sind Geist, das Meditationsobjekt ist Geist. Jede Form von Geistesruhe und Einsicht ist Geist. Vielleicht hilft uns das, noch weiter, noch durchlässiger zu werden, ohne nach irgendetwas zu greifen.
wenn sich diese Präsenz stabilisiert, dann taucht so eine Ahnung von Nicht-Tun auf. Immer weniger tun. Den Geist in sich selbst ruhen lassen. In der Erfahrung ruhen lassen. Jetzt ist das Interesse mehr dabei, wie es sich anfühlt, in der Erfahrung aufzugehen, indem wir immer weniger tun.
Und dann bringen wir vielleicht etwas Bewegung in die einkehrende Stabilität, lockern uns und verfolgen so ganz aufmerksam, wie sich dieses meditative Gewahrsein jetzt in ein etwas bewegteres Sein hinein wandelt, eine Erfahrung von Bewegung, mehr Fokus auf das, was jetzt hier stattfindet, was wir hören, was wir sehen. Die Qualitäten, die wir vielleicht beim Meditieren erlebt haben, die sind immer noch da. Auch wenn sich jetzt andere Erfahrungen in den Vordergrund schieben. Kleine Pause in Stille. Wir beenden die Aufnahme. Und jetzt kommt eine kleine Meditation, die ich besonders liebe, sozusagen Abschluss des Arbeitstages. Wisst ihr, wir haben jetzt richtig wieder was geleistet heute, können wir doch sagen. Hat zwar niemand was getan, aber irgendwie waren wir ziemlich gut, oder? Und jetzt gibt es nichts mehr zu erreichen. Und wir üben jetzt 10 Minuten anstrengungsloses Sein. Einfach nur das. Und bitte achtet bei allem drauf. Allein schon, wie ihr euch hinsetzt, es muss für euch anstrengungslos sein. Ich habe das Glück, dass es für mich immer noch anstrengungslos ist, so im Meditationssitz zu hocken, aber vielleicht ist es das ja gar nicht für euch. Vielleicht hat der Stuhl jetzt ausgedehnt für heute. Vielleicht ist jetzt das Bett angesagt und ihr hört einfach nur auf dem Lautsprecher mit. Also ihr könnt euch das einrichten, wie ihr wollt. Ihr kennt das vielleicht am Ende einer Yoga-Sitzung Shavasana, oder? Die Haltung des völligen Loslassens, des völligen Vertrauens, wo es nichts zu tun gibt. Also, jetzt gilt unsere Aufmerksamkeit nur dem Anstrengungslosen, dieser einen Qualität. Voller Vertrauen, dass uns nichts passieren kann. Wir brauchen den Geist nicht zu lenken. Er darf denken, was er will, fühlen, vagabundieren, alles bestens. Und wenn er keine Lust hat zu vagabundieren, darf er auch einfach bleiben, wo er ist.
Denkt nicht, ihr würdet noch irgendwelche Instruktionen kriegen. Es gibt nichts zu tun. Alles getan, alles erledigt. Der Geist bleibt sich selbst überlassen. Bei dieser Art Meditation geht es wirklich um diese Anstrengungslosigkeit. Wir würden es in Kauf nehmen, wenn es dabei passiert, dass wir einschlafen, alles okay. Keiner hört euch, Mikro ist ausgeschaltet. Schnarchen fällt nicht auf.
Ja, erinnert euch an diesen Geschmack des absichtslosen Nichttuns. Nehmt ihn mit in die nächsten Male, wenn ihr meint, dass ihr meditieren möchtet. Nehmt dieses Nicht-Meditieren mit in die Meditation hinein. Dann fällt es leichter, in eine natürliche Präsenz zu kommen. Wisst ihr, mir fiel da ein Zitat ein, ich glaube, es ist auch von Saraha. Da heißt es, ich habe erkannt, dass der Geist wie eine Kamelmutter ist. Wussten wir nicht, was damit gemeint ist, haben wir nachfragen müssen. Eine Kamelmutter bedeutet, dass das Junge zu Hause bleibt. Und wenn du mit der Kamelmutter in die Wüste startest, in Rajasthan oder so, weil das Junge zu Hause ist, die Kamelmutter, die kehrt immer zurück. Die findet immer den Weg zurück. Und unser Geist ist auch so wie die Kamelmutter, der kehrt immer in seinen natürlichen Zustand zurück. Immer wenn wir keine Absichten verfolgen, lange genug, und ihm die Möglichkeit geben, sich auch zu erholen, dann kehrt er in eine natürliche Präsenz zurück. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das auch erfahren haben und dann Vertrauen haben in diese Gesetzmäßigkeit, in diese Art des Geistes, immer wieder in seinen gelösten Zustand zurückzukehren, dann wird Meditieren einfach. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir singen noch so ein bisschen Om Mani Padme Hum als Widmung. Denken an alle Lebewesen, an alle fühlenden Wesen und wünschen ihnen, dass sie dieses Vertrauen in ihren eigenen Geist finden und das wunscherfüllende Juwel entdecken. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bis morgen, macht's alle ganz gut.